So, da wären wir. Hallo. Herzlich willkommen zurück hier bei Trails in the Sky. Wo waren wir stehen geblieben? Wir sind in Bose, genau. Wir haben Nebenquests zu erledigen noch. Hier wollte ich eigentlich, habe ich ja gesagt, in der Zwischenzeit machen, aber ich habe es leider vergessen. Also haben wir doch mal ein paar Sachen zu erledigen hier, besonders... Was war die eine Sache? Hier genau, das Revenue Monster. Das war irgendwie... Warum war das? Die Gegner waren, glaube ich, einfach zu krass, ne? Ich glaube, ja. Das war das Problem. Dann würde ich sagen, gehen wir erstmal hier zu Mayor Maybell. Und machen die Hauptstory weiter. Dann kriegen wir bestimmt erstmal Geld, um uns dann besser auszurüsten. Und dann kann man diese Nebenquests dann auch noch besser machen. The airliner on which Dad was riding disappeared off in Bose region. So we set off to the area with Gerard to see if we could ascertain what actually happened. It seems the mayor of Bose City has requested an investigation into the incident. Let's have a chat with her. The mayor's house is on the west side of town. Okay. Meine Güte. Straßenbahn macht Krach. Westseite. Genau, hier, die Ecke war das, ne? Ja, genau, hier ist es. Wow, now isn't this a gorgeous place? Check out that crazy, expensive looking chandelier. Downtown is still. It looks like this is the mayor's place after all. I just wonder if she's home. Oh, do we have visitors? Welcome to the Bose Mayor's residence. May I ask who you are, please? We are with the Bracer Guild. The mayor made a request to the guild and we've come here to inquire about the details. Well, I have heard from the mayor that we could be expecting you. However, I am sorry to inform you that the mayor is currently out at the moment. She has gone to worship at the chapel. Oh, meine Güte, ist religiös. When do you expect her back, sir? Well, let me see. Actually, I would imagine her to be making her return any moment now. Well, we're kinda in a hurry to meet her. Do you think it would be alright to call on her at the chapel? Well, I don't wish to inconvenience you. Don't worry, it will probably save the both of us some trouble. But if you don't mind me asking, what does the mayor look like? Like the typical wealthy person? Big head with feathers in it? Meine Güte, Estelle. Dripping gemstones from every pore? Feathers? Gemstones from every... What? How colorful. But quite off the mark, I assure you. How would I describe her? Should I say she looks splendid or should I say beautifully mature? Oh. Der Butler ist horny für die Bürgermeisterin. If she could just find the right man, then I could retire in peace. Huh? Never mind. I was just thinking out loud. Oh yes, this may help. The mayor has a maid accompanying her. That might be the easiest way to find her. The mayor is being accompanied by a maid, huh? That sounds easy enough to find in a crowd of people. Let's hurry and head over to the chapel. Meine Güte, ich hätte auch einfach in die Kapelle gehen können und alle Leute ansprechen können. Dann wäre das auch genügend getan. Ja, okay, das sind die richtig. Oh, da ist eine Maid. Hallo. Oh, there you are. You're the maid we've been looking for. And you are? Estelle, that wasn't very polite. My apologies. We're with the Bracer Guild. We were looking for the mayor so we can confirm the details of a job she requested. Oh, I see. Ah, sie ist auch wieder eine, die die Augen ständig zu hat. Also ist sie verdächtig. Warum ist schon wieder so dunkel hier auf der Seite? Okay. Besser. Please let me introduce myself. I'm her maid Lila. Du bist aber blau. Haare sind blau. Nee.
I see to the mayor's daily needs. Oh my. Being served hand and foot, huh? The worlds we live in are really different. So where is the mayor, if you don't mind me asking? Didn't she come here to pray? She's playing hooky from her religious duties. Den Wecker hatte ich nicht geweckt. Dann würde ich den Wecker feuern, der macht seinen Job nicht richtig. Wenn der Wecker nicht weckt, was ist er dann? Der ist ja nichts. Huh? I'm sure she's probably in the middle of inspecting the situation in the market. She took off after telling me to pray for her too. Miau. Und Minka ist jetzt auch schon da. I don't know how I should say this, but the mayor seems like she has quite a unique personality. Well, doesn't she sound interesting, even if she weren't the mayor? I'd be kind of intrigued. There is no doubt she's a capable person, although she does have a bit of an unrestrained aspect to her at times. Anyway, I'm on my way to meet her right now. I don't mean to sound impolite, but would you mind waiting at her residence? I will let her know you're there. I don't know how I feel about going back there empty-handed. Would it be alright if we came along with you instead? Come with me to meet the mayor? Well, I guess it's okay. Let's make our way over to the Bose Market then. Hey, wir haben eine Freundin gefunden. Wow, this place is really huge. Wonder what the mayor is. Well, she just stand out in the crowd, so I'm sure you'll find her right away. Oh, just as I thought. Oh, hello. The two of you should be absolutely ashamed of yourself. Trying to force up the price of food at a time like this by buying it all up. You're not fit to be merchants in Bose. But ma'am, we were just thinking about how to increase the sales of the Bose market in general. I don't want to hear any more from you. If it were other products, it would be a different story. But making undue profits on necessities will leave to negotiate publicity for the market. Seize the means of production. Return these goods to their original prices at once. Alright. We'll do as you say. Now, I don't know your passion for the Bose market, but I want you to understand this. Commerce, when you get right down to it, is the established relationship of trust between people. And believe me, if you do business with that in mind, you can become wonderful merchants in Bose. Yes, ma'am. We'll do our best. Yeah? Yeah. Madame? Lila, so you came, huh? I'm sorry you had to see that side of me. Actually, you did a wonderful job as always. But never mind that these people are here to see you. Please come back home immediately. Oh, that emblem is... Could it be the braces I requested? Yep, that's us, but... So does that mean that you're... Yeah, forgive me for not introducing myself. My name is Maybell. I'm the owner of this market and the mayor of the Bose region. Ach du meine Güte, der gehört dieser Markt auch noch. Ach du meine Güte. Kein Wunder, dass sie Kohle hat dann. This restaurant looks super expensive. Are we really going to have a meeting here? I often use this place for business meetings. The food is quite good too. Tell you what though, I had heard the mayor of Bose was a woman, but I never imagined you would be so young. Based on looks alone, I would guess that you're only 4 or 5 years older than me. Actually, I still feel like I'm nothing more than an unworthy successor to my father. My late father was the previous mayor, and all I did was inherit the rights to the Bose market and the political foundation which he set up. That's a rather unravishing self-evaluation, if I ever heard one. After all, I'm just the daughter of a businessman, so there's no sense in getting high-hat about that. Getting high-hat about that? Okay. But anyway, would it be alright to go over the details of my request with you again? Sure, that'd be fine. Ja, bitte, gib mir Story. Well, what I would like to ask that you do is investigate the disappearance of the missing airship and bring closure
to the incident. I am of the opinion that bracers would bring about much more desirable results concerning this incident than the army is currently producing. The reason being, we are not fighting a war. We are trying to find answers and solve a mystery. Well, I for one would be honored, but don't you think that you're overrating us just a bit? Just call it a businesswoman's prerogative. The fact of the matter is, an influential businessman was aboard the airliner that disappeared. In addition, if the Royal Army continues to keep the boat's airspace as a no-fly zone, business is going to suffer. And just when business had been booming prior to the Queen's birthday celebration too. I see, so this is an economic appeal, right? Yes, and it's something which I can trust to be left up to the army. I can't trust to be left up to the army alone. Wow. So what do you think? Will you accept my request for your help in the matter? Well, we have our own reason for wanting to investigate the incidents and we would like to accept the job, but the army has actively been trying to exclude bracers from anything having to do with the incident. So I don't suppose you could pull the mayor card on us, could you? Maybe show the army who is running this show? Excluding bracers, huh? This must have something to do with General Morgan, then. That man has disliked bracers from the beginning. So you know who the general is, Mayor Maribel? Maybe. He was a friend of my late father's. Tentatively speaking, we have a passing acquaintance with one another. So I may just be able to do something for you. Meaning? Wheeler? Yes, madam. Producer. And a fountain pen from a pocket and handed them. Okay, gibt einfach nur eine Notiz. Unterschreibt das Ganze. I guess this should be sufficient. Here, please take this with you. Mayor Mabel's letter. What's this letter for? It's a letter of request to General Morgan. It is to inform him of my request for information about the incident as the official responsible for the region. I think this should be enough to get some information out of the army. I see. But I wonder if the bracer-hating general will even meet with us at all. I think it would be a pretty safe bet as well, as long as you hide your identities. You would probably be best served by saying that you are messengers from the mayor. I don't know if I like the sound of that. It feels like we're lying or something. It's not lying. It's just not telling the truth. We just not be telling him everything. Since this is a time-sensitive situation, I think we should be practical about it. I guess you're right, Joshua. By the way, where do we need to go to meet General Morgan? There's a fort called Harkengate on the international border on the north of Bose. You should be able to find the General there. Okay, es geht nach Norden. Wir sind ja schon im Nordblock. Alright, everyone. I'm counting on you. Just leave everything to us. If we find out anything, we'll come and let you know. I'll be looking forward to some good news. Goodbye and have a wonderful day. Goodbye. Alright, let's get going, shall we? The Harkengate is at the end of the Eisen Road to the north of the East Bose Highway. In short, we need to head out the East Gate, then turn north thereafter, right? Alright then, Harkengate, here we come. Also Landing Port, okay. Also wir müssen gehen Osten und dann gehen Norden. Tun wir das. Ja. Okay. Wachen. Hold it right there. The Harkengate is currently not permitting civilian passage through the checkpoint. Unauthorized personnel are not allowed past this point. Sorry to make you waste your breath, but we are authorized to be here. Eisen und Haken will fast schon sagen, dass daraus eisernes Kreuz sein soll, aber ist wohl Zufall. Hoffen wir es. This is Mabel. Yeah.
The mayor has requested that we come and speak. Yeah, okay. Yeah, as you can see, the document is official, but I'm sure hating life later. I guess there's nothing we can do. Yeah, okay. Last. You know, is the one in charge of the entire region. Catches the market. I guess you're right. Alright. Whatever happens, never forget. Yeah. Was bist du denn? Du bist ein Vogel, der noch seine Schale auf dem Kopf hat. Ein Remera. Du bist nicht Alfred Jodokus Quack. Ach du meine Güte, warum ist der Gegner so? What? That's that then. Let's move out. Guck mal, Anspannung mit Erebonia? Natürlich. Wir wissen ja noch, dass es hier in Erebonia, dass LeBurl und Erebonia nicht gut aufeinander zu sprechen sind. Es gab ja schon vor 10 Jahren, oder wie es hieß, eine Invasion von Erebonia. Ich glaube, so war's. In der Estelles Mutter gestorben ist. Okay, also ich merke auch jetzt gerade hier schon, hier die Ecke ist wirklich noch sehr machbar. Oh, du bist aber ein großer Vogel. Ui, der Vogel ist groß. Guck mal, wie groß der Vogel ist. Und wie viel der aushält. Dann habe ich ein Feuer? Firebolt, ich habe ein Firebolt. Mache ich ein Firebolt. Du machst auch ein Firebolt. Weil der scheint ja richtig ordentlich Schaden bei dem zu machen. Ja, 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 doch. Ja. Ich versuche mich gerade mental zu wecken. Mein Hirn ist noch hier halb im Schlaf. Oh je. Ja, werde du in Ruhe erstmal wach. Klar. Mach ein paar Kniebeuge, um ein bisschen wieder in Schwung zu kommen oder sowas. Das macht wach. Bisschen körperliche Betätigung. Da hätte man das Tender Poultry auch herbekommen können. Sehe ich gerade. Okay. Ah, Riesenvogel wieder. Oh, die Gegner haben hier echt nichts drauf. Das einzige wäre der große Gegner. Der große Vogel, aber wenn man einfach Feuer auf den zaubert, ist auch schon ausreichend. Oh, jetzt haben wir gleich 2 von denen. So eigentlich nicht. Not now. Quatsch. We're good to go. Yeah!
Geh du mal nach hinten. Geh einfach mal weg. Ja. Not now. Shit. Seems you came up short. Joshua ist irgendwie, der kommt einfach nicht hinterher mit seinen Leveln. Einfach weil er ständig stirbt. Das ist Wahnsinn. Haken Gate. Gott, die Wärme. Ach, das Licht scheint hier übel mir ins Gesicht gerade. Oh, man sieht es auch immer. Ich merke gerade, dass am Wegesrand die ganzen Quarzlampen stehen. Ein interessantes Detail, was die Macher eingebaut haben. Wo wir gerade von Lampe und Licht reden. Ich sehe gerade hier, es ist... Oh, hier strahlt es mir wirklich ins Gesicht. Also quasi, ich mach mal hier Vorhänge zu. So, ja, besser. Halbwegs. Ich habe 2 Ventilatoren am Pusten, weil es doch recht warm ist. Ich habe einen hier am Laufen. Auf jeden Fall. Es war schon die ganze Zeit Licht. Nur halt jetzt ein bisschen zu viel in meinem Gesicht. This is the Haken Gate? It's freaking huge. Of course it's huge. It acts as the sole entrance to the Empire. And it's the rampart that protects Libor from foreign threats. Blah. After it was destroyed in the war 10 years ago, a much more robust wall was built in its place. Standard military reaction. Bigger equals better. Which means that beyond this point is no longer Libor. Yeah. It's the territory of the Erebonian Empire, which stands beneath the emblem of the Golden Stallion. The Erebonian Empire. Well, enough staring for one day. Let's go meet with General Morgan. There are some barracks right there to the side of the gate. Maybe we'll find them there. Okay, let's go. For that, I want you to remove those bracer emblems you've got pinned on your chests. Things won't be pretty if General Morgan sees those. Oh, I forgot all about that. Das Erebonian, das war alles schon wahrscheinlich festgesetzt. Somehow I feel all weird doing this. Yeah, there's something that just doesn't feel right about this. Don't worry. That's proof that you've started adjusting to being the Bracer. Okay, wie sieht's hier aus? Wir haben hier Baracken, wir können hier durch, aber ich glaube nicht, dass wir da jemals durchkommen werden. Aber ich will erstmal hier schauen, was es hier gibt. Was ist denn hier? Okay. Amelia, that blonde-haired man over there is rather handsome and well-dressed. But after talking to him, I found him a little odd. Vegetable sandwich. Potluck in a shell. Der blonde Mann. Ja, mal sehen, wer das ist. Kann man hier sich auch ausruhen? Ja, man kann sich hier ausruhen. Das wäre vielleicht eine Idee, das hier mal zu tun. Okay, wer ist dieser blonde Mann? What a surprise. This is my first time eating Liberal's cooking, but it was rather delectable. I'm glad you liked it. If you head to town, there's a number of other places where you can eat great Liberal cooking as well. You enjoy this trip of yours, alright? That I will do, believe me. If this is the kind of food I can get in a border dive like this, then I truly am in for a feast elsewhere in this land. Well, excuse me for having my bar here on the outskirts of the country.
Before you go feasting on the finer things, how about a glass of wine? I know it's not high-end exactly, but the taste is worth the price. Da hat sich jemand verschrieben. Well then, maybe I will. Do you think this guy is... He looks like a traveler from the Empire, if you ask me. Ja, wer das wohl ist? Jemand, den wir noch nie vorher gesehen haben. Wir noch gar nicht kennen, der uns noch ganz neu ist. Obwohl wir schon Trails of Cold Steel gespielt haben. Ja. Wer das ist, werden wir in relativer Kürze herausfinden. Okay, gibt es noch hier irgendwas? Nee, ne? Hier in der Ecke? Hier in der Ecke ist gar nichts. Okay. Einfach eine Ecke mit nichts. Müssen wir wohl mit dir reden, oder? How in the world did you guys get through? The barricade hasn't been lifted on the Eisen Road yet. We came here on an errand for Mayor Mabel from Bose. Do you think you could get us in to see General Morgan? Well, that's understandable. In that case, I would definitely get you in to see the General, but unfortunately, he's out at the moment. He's actually spearheading a number of searches right now. Ach ja, ich glaube, in Cold Steel wurde mal von einem Dorf erwähnt, das zwischen Erebonia und Liberl während des Kriegs verschwand, oder? Ob das hier irgendwo Erwähnung findet? Werden wir sehen. Werden wir sehen. He's actually spearheading a number of searches right now. It looks like our timing was bad. You don't happen to have an idea when he might return, do you? I think he'll be back sometime today. There's a bar at the rest stop over there, so why don't you wait there for him? I'll let you know when he gets back. The bar? You mean the place we were just at? Oh, das haben sie dann auch noch eingefügt. Wenn ich jetzt nicht vorher in die Bar gegangen wäre, hätte es diesen Dialog wahrscheinlich gar nicht gegeben. Why is there a bar in a place like this anyway? Obviously, because this is the border with the Empire. The screening process for those entering and leaving the country is really strict, so there are a lot of travelers who have to wait quite a bit. That makes a lot of sense. In that case, it's understandable that you would need facilities like an inn or a bar. Well then, we'll take you up on your suggestion and wait over at the bar. Okay. Das ist jetzt quasi dazu da, um uns dazu zu zwingen, hier in die Bar zu gehen und dann mit den Charakteren hier zu reden, glaube ich. Good day and welcome to our humble establishment. Since this is a bar, we've got a wine and food to eat. Just don't expect anything too elaborate. Ah, wir müssen mit ihm reden. Okay. Mensch, wer das wohl sein könnte. Good day to you all, my fine friends. You appear to be citizens of Liberl. But may I ask you if you're traveling to the Empire? Nope, we're just here on an errand. We're not traveling to the Empire. You appear to be citizens of Erebonia yourself. What about you? Are you here to visit the Liberl Kingdom? Ha, I'm glad you asked. I'm indeed a visitor in Liberl, both for work and for pleasure. And you? You say you're running an errand, but I can see your true colors. I know exactly who you are. Who we are? Indeed, you brace us, no? How did you know? We removed our bracer emblems. Wait, are you trying to tell us that we're in the same profession? It's true that there are guild branches in Erebonia, but actually I'm not a bracer. I just know several people in the guild, that's all. And there's an air about you that reminds me of them, so I just thought I'd ask. Those are some excellent deductive reasoning skills you've got. I don't think an amateur could have picked us out of a crowd like that. Are you sure you're a traveler? Please don't look at me with such suspicious eyes. Those cold, flickering eyes of amber. Just like a glass of exquisite brandy. Ich hab das auch noch in den Tweet angekündigt, ob wir noch mehr so eine Creeper wieder kennenlernen, treffen wie im letzten Mal. Die Antwort ist ja. Ach, nach der Wortwahl sind Bracers noch aktiv in Erebonia. Muss bevor dem Verbot gewesen sein oder während des Verbotes, dass gerade
Und es gab ja noch kein wirklichen Verbot, glaube ich, der Bracer in Erebonia, sondern einfach, die wurden halt einfach nicht gern gesehen mehr zur Zeit von Cold Steel. Irgendwie so. Es gab, glaube ich, kein direkten Verbot. Ah. Oh. Entschuldigung, ich habe Minka das habe ich auch getwittert, einen Teppich gekauft, damit ihr sich mal ein bisschen drauf spielen kann und drauf rumfläzen kann. Und das nutzt sie jetzt ausgiebig. Sie liegt ganz bequem auf dem Teppich. Das sieht sehr süß aus. You just make me want to kiss you and hold you in my arms. Gay? Entschuldigung. What? You're a bold one, aren't you? Wait a minute, you. Are you one of those men who likes other boys? I just can't help myself when I see something beautiful standing before my eyes. Daughters of Serenity, Songs of Elegance, supernal melodies and cleansing landscapes, masterpieces of stories to move the soul. And last but not least, the most exquisite in food and drink. For those such as these are those which pique my interest. Ugh. So you're a pervert, just like I thought. Yep, definitely a pervert. How dreadful it is that genius is misunderstood in every generation. I feel as if my delicate glass heart is about to be broken. You with your magnificent black hair, please comfort me in my time of need. Ich meine, wir wissen ja, dass er eigentlich nur Spaß macht. Das sind alles nur Witze von ihm. Hoffen wir mal. I'm going to have to pass. You've already scarred me for life as it is. I've heard strange conversations in my day, but this one is worth remembering. Look on that kid's face. Ha! Hey, you three. Oh, it's a soldier from earlier. The general has just returned. I just spoke to him about the matter and he said he'll meet you now. Really? Yes, I'll come to the barracks with me immediately. Wow, that was much quicker than I thought. Yeah, now at least maybe we'll be able to find out what's going on. Okay, then let's be off, shall we? Wieso du? Du kommst, wieso kommst du mit? What are you following us around for? Your timing is excellent. You didn't miss a beat in exiting behind us. It seems almost natural, scarily so. Ah, you noticed. Everything about you all just seemed so interesting. I thought I'd take a gander. Please don't mind me. Carry on, my good gent and mademoiselles. Of course we're going to mind. Now get you, shoo shoo. Scrooge. Ich meine, ist ja auch irgendwie nachvollziehbar. Ich meine, der kommt einfach mit. Was zur Hölle? Who was that guy? Seriously, what was his deal? He's not normal, that's for sure. Getting rid of that weirdo was probably better not only for ourselves, but a service to the world at large, too. Now let's hurry and meet with the general. Das Krasse ist, wir wissen ja, wer das ist. I could hear some arguing. Was there some kind of problem with another traveler? Nothing big like that. That aside, could you let us meet with the general? Yeah, he's inside. His office is at the last door on the left. Make sure you don't go wandering around in other places where you're not permitted. Okay, also wir dürfen nicht hier. The end of the hall on the left. It looks like this is the general's room. Knock. Alright, here goes nothing. Das wird eine awkward Konversation, würde ich mal sagen. Are you here on behalf of Mayor Mabel? That's right. Very well, come inside. I'm glad that you came. My name is Morgan. Oh, du siehst aber auch sympathisch aus. Okay, man sieht ihn auch jetzt hier. I have been asked with guarding the Harking Gate by Her Majesty Queen Alicia. It's an honor to meet you, sir. We are all here on behalf of Mayor Mabel.
Please pardon our intrusion during such a busy time. There's no need to apologize. I have known Mabel since she was but a child. I couldn't imagine ignoring her request, much less one from the mayor. Alright then, would you please read this first? So it's about the missing airliner, is it? Under ordinary circumstances, that information would be strictly confidential. But considering that this is a request coming from her, I'll tell you everything I know. Sweet! Sternchen. Why are you happy about something that doesn't concern you? Crap, I should have kept my mouth shut. The mayor appears quite distraught over the situation. And so we wanted to do anything we could do to assist her. I see. Well, I'm glad to hear that she has been blessed with some good people around her. Let me get right down to things and explain the status of our current search efforts. Please do. The airliner Linde disappeared on its way to Roland after taking off from the Bose landing port. Disappeared on its way. Okay. Presently, we have units searching all areas of the region, but we have yet to come up with anything. So what you're saying is the possibility of the incident being caused by monsters or an accident is fairly slim, right? If an airship of that size had crashed, it likely would have been discovered in the initial search efforts. Yes, that's exactly right. In fact, the flight route between Bose and Roland goes over some plains that allow a commanding view of the land. And of course, the probability of the airliner going down in Valeria Lake or the ocean is extremely low. Boy, am I relieved to hear that it's probably not the worst case scenario like that. So if those have been ruled out, then that leaves the door open to the possibility that the airship could have been taken, right? Which makes me think that the only remaining motives must be to loot the cargo or demand a ransom for the hostages. In other words, a hijacking, right? Also considering the... Warum labert ihr das vor dem General? Ihr macht euch nur verdächtig. Oder? Das ist absolut jetzt nicht das, was ihr machen solltet. Das ist das schlechteste... Eieiei. Also considering the geographical conditions, it could have been a covert operation carried out by the Imperial Army. And that would be real big news if that were the case. What's the matter, General? I was just thinking that that's quite an impressive assessment for some civilians. Ja, sofort einfach verdächtig gemacht. We also consider the possibility that the Imperial Army was involved. So we have enforced strict regulations on the flow of information. An international incident, if taken lightly, could result in another war. War. What is it good for? But thanks to small mercies of Adios, the possibility of another conflict disappeared earlier this morning. A certain organization sent a letter to the royal family and Orbital Ship Co. claiming responsibility and demanding a ransom for the passengers. This organization goes by the name of the Capua family. Die kennen wir doch. The Capua family? It couldn't be who I think it is, could it? It certainly appears to be that way. The Sky Bandits, who have been operating in the shadows of the Bose region and are led by 3 siblings at their head. I take it you've heard of them? Not only have you heard of them, we just had a run-in with them in Roland. Estelle. I just can't believe those good-for-nothing thieves have managed to create such a big incident here in Bose. Estelle. Oops. You had a run-in with them in Roland? I had heard that some of their gang had showed up in the Roland region, but... I think he's onto us. Yeah, because of you and your big mouth. I see now. I thought the way you were able to analyze the situation was strange from your civilians.
But I never would have guessed that a girl and a couple of kids like you were bracers. Who are you calling kids? Just for the record, Mayor Mabel did in fact request that we come here and talk to you. Silence, deceivers! Get in here, men! He looks pretty pissed. So this is how a hard-nosed military man acts, eh? What's the matter, General? Did these visitors trying to pull anything funny? These bracers need to be shown the door. Throw them out immediately. Sorry, das wird awkward. Just, what is your problem, old man? Trying to brush us off like bugs. You're no different. Hiding your identity so you could try and finagle some information out of me. It's because you pull underhanded actions like that bracers can't be trusted. Just where did you go off calling it finagling? It's your own fault since you didn't share information with the guild to begin with. Nonsense. Who in their right mind would leave an incident this big in the hands of a mere civilian group? Militär-Arschgeige, man merkt es schon. I swear, of all the stupid things Mabel could have tried to pull. Hiring a bunch of kids like this and getting in the way of our search party. How about you cut the crap, General? Why do you think we had to come all this way from Roland to begin with? It's because when it comes down to it, you military morons can't do your job. Ah je, jetzt ist Shara angepisst. What did you just say? Oh boy. Shara is really pissed, alright. For the past few months, you've known about the string of burglaries which seem to be the work of the Sky Bandits, right? And who, knowing full well it was them, dumped the workload onto the guild instead of looking into it themselves like they should have, huh? And now the second this incident happens, you get on your high horse with an attitude. Yet you've got nothing to show for it. No hostages or even the location of the missing airliner. Don't you think that's an embarrassment to the entire kingdom? Silence! The military is an organization that runs on discipline and does not take action on a whim. Unlike a group I know who didn't think ahead and let the Sky Bandits escape. So enough of you with your insolence. So you're looking for a fight, aren't you? Und auf einmal Musik. How sad it is to see such discord. Korrupte Leute mögen nicht offene Fragen gestellt zu werden. So gut es Shara meint. Ich glaube ja noch nicht mal, dass er korrupt ist, sondern einfach inkompetent bisweilen. Und inkompetente Leute mögen es auch nicht, wenn sie in Frage gestellt werden. Strife brings nothing to be born, but only extends the barren wilderness within a heart. Let me sing a requiem for you all, one to soothe your parched souls. Okay, es ist eine komische Art und Weise, diese Situation zu entschärfen, aber ich glaube, er macht's richtig irgendwie. A gentle yet wistful tune to bathe your brittle spirits and cause the deserts of your hearts to bloom. Brightly shooting stars, leaving trails in the skies. He said the thing! Like a guiding light, they show me the way to your eyes. The yearning passion tears my heart in twain. Ich werde das jetzt nicht singen, ne? Also ihr merkt schon. And the cruel moon mocks my pain. If this fleeting dream shall never be, a single wound will remain in my heart for all to see. Ja, komm, sing ein bisschen schneller. Our passionate first and final kiss. Wir haben's eilig. Ich mache ja hier mal ein bisschen Slayer-Rhythmus, komm. Your tears to me are an amber bliss. Let us immure this eternal love. Love.
Ah, it looks like you all understood what I was trying to get across. What is it that is most precious above all? That's love and peace, baby. Sparkles. I think it's time for the search party to be returning with their reports. That's right, General. I should get back to my duties and make sure you don't let those kids in again. Oh, and cancel any further checks on the travelers along the Eisen Road. Having these kids around any longer will just be an eyesore. Right away, sir. He ran away. Ja, ich sag ja, der ist nicht korrupt wahrscheinlich, sondern einfach nur inkompetent. I wish we could escape. He's still right behind us, isn't he? No matter which country you visit, military men lack romanticism. But you lot, on the other hand, appear to appreciate my aesthetic sense. Do we? You know, maybe we should get going ourselves? Yeah, good idea. We had a bit of trouble, but we did manage to get some information. After we head back to Bose, how about we think about our future plan of attack? Hmm? Where are you going? Wait for me, I mean, please wait for me. Let me try to introduce myself again. I'm Olivier Lenheim, a wandering bard and musician by trade. Olivier, das ist ja sehr kreativer Name, den du dir da ausgedacht hast. As you already know, I am an Erebonian touring your fair Labelle. I am Estelle, and... Now wait a minute, why do we have to introduce ourselves to you? Easy, Estelle. He did intercede for us back there. I'm Joshua, and I'm Shahrazad. Things were getting pretty heated, and I'm glad you stepped in before anything really bad happened. Let me say my thanks. Thanks. You've got nothing to thank me for. I only did what any person who loves beauty and peace would have done. However, if you insist, how about going out on a date with me for a day? I'm going to have to pass on that. First of all, I don't have that sort of free time. Dieser Olivier wirkt wie ein netter Haudegen. Ob wir ihn nach Trails in the Sky wiedersehen werden? Ja, vielleicht. That's too bad. Ja, mal gucken, ob er nochmal irgendwann ein Date mit Scheherazade bekommt. Nicht wahr? Alright then, I guess I'll accept Joshua as a substitute. What do I have to do with any of this? Please don't involve me with your questionable humor. Well, that's odd. I didn't mean it as a joke. Saying that makes you even more questionable. Now, just wait a minute. How come you didn't invite me on a date? You? I don't know how to put this, but you're a bit lacking in the sexy department. You might want to think about taking a lesson or two from your friends here. Well, excuse me for not being sexy. Können wir davon einen Screenshot machen? Ich glaube, den Screenshot gibt es bestimmt schon irgendwo. And just what do you mean by saying I should take a few lessons from Joshua? Calm down, Estelle. I think you're cute enough just the way you are. Though I guess it's true, you are a bit lackluster in the sexy category. Das ist alles Oliviers Schuld. Er hat den Dialog gebracht. What did you just say? Oh, good grief. Anyway, like I said before, we're busy. I'm sorry there's no better way to thank you, but we've got to get going. Then how about take me along with you to the city of Bose? This is my first time in Labelle. After all, I'd like to request a guide. Well, if that's all you want, then I don't mind. Sure, no, just a second. It's the least we can do, and we're headed in the same place anyway. Plus, acting as a guide is one of the brace's main duties. Alright, I guess we're stuck with him until then.
But what if he tries to sink his poisonous fangs of lust into Joshua? Estelle? Don't you worry, Joshua. I'll save her from his perverted attentions if he tries anything funny. What is it exactly that you think he'll try? Please don't refer to me like I'm some sort of ferocious beast. I'd rather that you call me a hunter of love. Even Love Stealer wouldn't be that bad of a title either. Meine Güte. Are you right in the head? So how about it, everyone? Shall we leave for Bozu? I'm counting on you all to get me there safely. Now let's be off. Er macht es nicht, er macht es nur noch schlimmer. Und ich glaube, das macht er mit Absicht. Who died and made you the leader? Hey, wait a minute, you. I'm not done warning about you about the grisly fate that awaits you if you sully Joshua's innocence. Guck mal, wen wir dabei haben. Olivier. Oh, er hat sehr hohe Verteidigung. Er hat die höchste Verteidigung. Er hat die beste Ausrüstung, glaube ich, jetzt momentan so ein bisschen. Halt, Moment. Was hat denn er für... Okay. Gehen wir ein paar Orbments, einfach damit wir die nutzen können. Ich nehme sämtliche Gegner mit. Nur so nebenbei, ne? Also, ihr könnt euch denken, warum. Aber du gehst mal hier eine Runde nach hinten. Wie? Ja, jetzt ist er endlich auch mal Level 12. Meine Güte. Wann lernt er endlich mal eine neue Fähigkeit? Oh. Oh, die reflektiert Magie. Okay. Seine Spezialfähigkeit von Olivier ist Knarre. Im ersten Paper Mario habe ich mal jeden Gegner unterwegs mitgenommen und am Ende war es der Spielstand, wo ich den höchsten Level zwischen all meinen Playthroughs hatte. Mitgenommen. Ich weiß nicht, was damit gemeint ist in Bezug auf Paper Mario. Ich hoffe, was völlig Unschuldiges. Mich hat es natürlich wieder umgedreht, weil ich komplett die Kamera gedreht habe. Ich muss hier in die Richtung. Okay, jetzt lasse ich die Vögel aber doch mal in Ruhe hier. Kleinen Vögel kann ich mitnehmen. Einfach, weil du gerade sagtest, den Monster gerade mitzunehmen. Achso, einfach jeden Gegner einfach zu killen. Ja, dafür bekommt man XP, nicht wahr? Ist ja auch logisch. Done already? Ja, okay.
Nee. Jetzt nehme ich mal nur noch die kleineren hier mit. Quasi. Seems you came up short. Mhm. Oh, are we done already? Die ist kurz vor einem Level-Up. Dein Orientierungssinn ist sowohl in Erebonia als auch in Leroy nicht der Beste. Das ist mein Problem mit Videospielen. Mein Orientierungssinn in Videospielen ist immer sehr schlecht. Wenn ich nicht eine Karte habe, wo mir direkt die Richtung angezeigt wird, in welche ich gehen muss, dann verliere ich mich. Größtenteils liegt das aber auch eher dann so beim Streamen, so, weil meine Aufmerksamkeit dann nicht hundertprozentig auf dem Spiel ist, sondern auch noch am Reden und am Chat und so weiter. Da ist man halt ein bisschen immer etwas abgelenkt. So this is Bose, right? It's more urban than I imagined. This building there is Bose Market, no? Oh, you seem quite knowledgeable. Are you sure this is really your first time in LeBeau? I was smart enough to buy a tourist guidebook before I left. Hat erfahren, dass Elon Musk Blocken als Funktion löschen will, weil er angepisst ist, dass jeder ihn blockt. Dieser Mann ist 52 Jahre alt. Und benimmt sich wie ein 12-Jähriger. Es ist unglaublich. One published by your very own liberal news, no less. A guidebook? Do they really sell such things? Blah. I don't know how to say it, but we live in a really convenient age. So do you intend to go shopping at the Bose Market now? Yep. And after doing a bit of window shopping, I plan to dress up and dine out. According to the guide, there's supposed to be a 3-star restaurant in town. Right. The place we ate at with the mayor. What I mean to say is, I guess this is the place. The Enteros. Authentic liberal cuisine, or so they say. Indeed, no doubt this is the place. I'm quite looking forward to it. But it's supposed to cost a pretty mirror if you decide to go with a full course meal. I'd have to recommend a normal bar one day over any day over this. Worry not, my fair lady. I've brought sufficient travel expenses. And if that's not enough, I'll earn more with my superb skills. Superb skills? You're not talking about your songs and musical renditions, are you? Can you actually earn mirror with that crap? Huh, I've starred as the main opera singer at the Great Theater in the Erebonian capital before. If I remember right, I once earned 1 million mirror in a single night. Big fat liar. Alright everyone, good work. I guess this is farewell until fate brings us together once more. Nee, Estelle ist einfach, die redet einfach raus. Die macht einfach... Die ist ehrlich. Das ist das Schöne an Estelle. Sie ist ehrlich und unkompliziert. Wenn sie was denkt, dann sagt sie es und dann verschönt sie es nicht einfach raus. Und das ist eigentlich schön. Sehr deutsch in der Hinsicht. Adios, amigos. Allein dadurch, dass er jetzt aber auch in unserer Truppe war und wirklich aktiv gekämpft hat und er hätte kämpfen können, dass wir so seine Aktionen und Angriffe auswählen konnten, würde ich mal vermuten, dass er später nochmal weiter permanent zu unserer Truppe zurückstoßen wird. What horror have we unleashed upon this poor innocent city? Is everyone in Erebonia a weirdo like that? I don't think I like the idea of that being the Erebonia Empire stereotype. Huh? What I'm trying to say is that I think the majority of the people there are quite serious. I read in a book that their ethos respects the strong silent type. So what you're saying is that he's simply a weirdo because he's an artist?
Now just hold up there, Estelle. If the artists of this world heard that, they'd be less than pleased. Let's see, we need to report the information we got out of the general at Lugran. To Lugran. And it would be best if we let Mayor Mabel know before that too. So first we visit the guild and then the mayor's residence. Okay, let's get going. Ja, ich glaube, deswegen würde sie es auch nicht freuen. Würde ich mal so denken. Okay. Mich stört es aber immer noch, dass ich jetzt diese... Da wollte ich eigentlich gar nicht hin. Das ist der Port, ne? Quatsch. Wo muss ich hin nochmal für den Shop? Ach ne, im Süden war. Die Shops waren im Süden, der Waffenshop. Genau. Die Orbe Factory, die brauche ich jetzt nicht. Hier ist der Waffenshop. Ich will mal ein paar... Gefällt mir zwar nicht, dass ich das jetzt so machen muss, aber was Besseres fällt mir jetzt da so nicht ein. Aber ich brauche Rüstung. Ich brauche wirklich ein bisschen... Ja, okay. Rüstung ist das Erste, was ich brauche. Workboots kann ich mir 3 Stück nicht leisten. Aber das ist erstmal in Ordnung. Weil die Rüstung an sich schon sehr viel ausmacht, glaube ich. Wartet mal. Zack. 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 Es geht doch viel schneller, einfach das mit der Maus zu machen. Ohne Scheiß. Oh, sie hat... Es gibt Workboots für... Okay, die gebe ich mal lieber... Joshua, weil der muss irgendwas aushalten. So. Das ging jetzt doch wesentlich einfacher mit der Maus, das zu machen. Ich würde sagen, wir verkaufen den alten Scheiß mal so ein bisschen, oder? Warum dauert das eigentlich so lange immer? Ja, okay, also... Menüführung ist ein bisschen für einen Eimer hier im Spiel. Moment. Lederjacke? Warum habe ich noch eine extra Lederjacke? Ich habe eine extra Lederjacke bei mir im Menü. Wann habe ich die eingesammelt? Habe ich die bekommen jetzt von Oliver? Ich glaube, als ich meine Olivier, nicht Oliver. Entschuldigung, Spoiler. Ich glaube, als er die Gruppe verlassen hat, hat er uns sämtliche Gegenstände, die er ausgerüstet hat, auch hinterlassen, oder? Kann das sein? Was? Okay, das ist nicht schlecht eigentlich. Da habe ich die Leather Jacket, die kann ich vielleicht dann noch irgendwann für einen anderen Charakter dann gebrauchen, hey? Ja, ich habe seine Ornaments auch alle. Oder zumindest die ich ihm ausgerüstet habe, die habe ich zurückbekommen. Cool. Schön. Und ich habe so viel Geld jetzt damit gemacht, jetzt könnte ich mir glatt sogar die Stiefel wieder leisten. Und ich brauche nur 2 Stück. Okay. Nee, das wollte ich nicht. Das wollte ich. Equip, Spike, Workboots. Workboots. So, jetzt bin ich wenigstens halbwegs ausgerüstet. Jetzt dürfte das auch mal besser laufen. New Ancel Path. Wenn ich zu dem, was ich ja schon mal versucht habe mit dem Revenue Monster. The ferocious monster has been sighted along the trail behind Revenue Village. This must be sought out and exterminated ASAP. Please, for details, please see me in the village. Ja, aber wo ging das nochmal zu Revenue? Revenue? Was hier? Ne, hier war die Eisen Road. Was denn hier im Westen?
Ohne Trail? Nee. Wo war denn das nochmal? Wo geht's nach, was auch der Ancel Path? Valeria Lakeshore? Nee. Wo muss man dann nochmal hin? Für Revenue Village. Oder irgendwas? Bose. Ich habe vergessen, wo man da hin muss. Wo ist die Karte nochmal? Hier ist Karte, okay. Revenue Mine. Okay, also wir müssten nach Westen gehen. Oder? Rose da und da ist Revenue Mine. Kronepass. Ja, ich glaube, wir müssen nach Westen. Okay. Zum Glück gibt es eine Weltkarte hier. Bei der man sich das irgendwie... Hier müsste es doch eigentlich auch... Ja, genau. Ja. Okay, wir müssen weiter nach Westen. Jetzt will ich mal sehen, ob wir wirklich besser ausgerüstet sind hier. Was zumindest die Verteidigung angeht. Weil unsere Verteidigungswerte haben sich jetzt doch stark erhöht durch die neue Ausrüstung. Wir hatten erst irgendwie 45 Verteidigung und jetzt haben wir über 60. Hey, Level Up. Bind Whip. Jetzt kriegt auch noch... Jetzt kriegt Scheherazad eher Fähigkeiten neu gelernt als fucking Joshua. Was ist denn hier los? Flaky Potato. Oh, Kiste. Da sind wir richtig. Okay, ich hab's. Und hier haben wir doch ziemlich auf den Arsch bekommen, ne? Wenn ich mich recht erinnere. Ich wollte schon scherzen, dass Trails in the Sky Questmarker auf Karten packen sollte. Wie es bei Fallout 3 üblich war, aber das wäre dann doch zu viel des Guten. Das würde ein bisschen helfen. Oh, ups. Und ich glaube, die späteren Teile haben das dann auch. Also, die neuesten Teile. Glaube ich zumindest. Die 42 Schaden ist immer noch ordentlich. Ich hätte im Hotel mich ausruhen sollen, oder? Ah, fuck. War wieder das Übliche, man sieht die Gegner einfach nicht richtig. Ja. Was macht denn die Bind Whip? Hits, Weak Spot, Canceling Arts and Crafts. Tolle Animation für die Fähigkeit. Kannst du mal bitte aufhören, mich anzusaugen? Das ist was, das macht man beim dritten Date. Nicht beim ersten Treffen. Also, gut, es sei denn, man ist wirklich offen für sowas. Aber dann muss man das auch anständig kommunizieren. Avenue Village. So sieht das Village hier aus, huh? So, this is Revenue Village, huh? This sure is a peaceful place. Look, there's an orchard. The village is known for its production of fruit, but it used to have a rich mining history. Ob hier die Village People leben? Das sind alles die Village People. Alles. Ich muss mich mal kurz entschuldigen. Ich musste mal kurz auf die Toilette. Bin gleich wieder da.
Okay, da bin ich wieder. Und da ist das Spiel auch wieder. I've heard there's an old abandoned Septian mine to the north of here. You seem to know a lot about this place. Have you been here before? Yeah, when I was training to become a senior bracer. Unter den Lebenden? Ich habe nicht aufgehört, unter den Lebenden zu weilen. During that time I covered the whole kingdom on foot without an airliner. Why? An airliner would have been so much more convenient. Airliners are certainly convenient, but they only go to the 5 major cities. If you get used to their convenience, your attention won't reach other places. You should first travel on foot and see the places you should protect with your own eyes. It's pretty much the way of your father recommended me to go about my training. Dad really said that? There's certainly the possibility that if an incident occurs in a place you're unfamiliar with, you could end up getting there too late. Also, it would be pretty advantageous to know the geography when chasing a criminal. Es ist aber auch ein bisschen zu viel verlangt, die Geografie und die Stellung von allen möglichen Standorten in einem gesamten Land zu wissen. That's exactly right. It might be a good idea for you two to take on that challenge if you have some time. Ich habe das Gefühl, das müssen wir sowieso tun. Ich glaube, wir werden durch dieses gesamte Land sowieso laufen. Emil, General Goods. Gib mir deine General Goods. Mal gucken, wie generell die sind. Oh, die sind da wirklich sehr generell. Ach du meine Güte. Sowas Generelles habe ich noch selten gesehen. Lecker Brot. Würde mich interessieren, wie groß Le Burle ist im Vergleich mit unserer Welt. Ist es ein Luxemburg, Dänemark oder ein Polen? Ich würde wahrscheinlich eher denken fast schon, es ist kein komplett kleines Luxemburg, Dänemark, kleines Land. Es ist schon ein bisschen größer. Aber jetzt so groß wie Polen ist es auch nicht. Also es gibt ja Landkarten von der Trails-Reihe, wie die auf dem Kontinent sich verteilen, ja, Minke, hallo. Wie die sich verteilen, wie groß die sind. Also kann man das nachschauen und sehen, wie sich das so verhält von der Größe her. Wie das dann im Vergleich zu unserer Welt ist, habe ich keine Ahnung. Ich weiß nur, dass der Kontinent, also dass die Länder, auf der wir uns befinden, wirklich auch auf einem großen einzelnen Kontinent sind. Also das muss groß genug sein, um als ein Kontinent zu gelten. Sagen wir mal so. Also was weiß ich. Wenn man jetzt die Größe von Nordamerika und Südamerika zusammennimmt, dann könnte man, glaube ich, so sagen, ist ungefähr... Oder sagen wir Eurasien? Eurasien würde hinhauen, vielleicht. Wenn ich mir so ansehe, wie das Land aussieht, wie der Kontinent aussieht. So, mit wem muss ich eigentlich reden? Du bist Orange, nee. Mit dir muss ich nicht reden. Mit irgendjemandem muss ich aber reden. Damit ich mehr über dieses Monster erfahre. Gray. Habt ihr alle Farbennamen? Melanie. Thomas Landstein. Lore. Pesca. Huhn. 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 Reihe. Okay, also, mit wem muss ich jetzt hier überhaupt reden? Hier ist ein Friedhof. Mit denen muss ich jetzt nicht unbedingt reden, glaube ich. Elderhaus, das klingt doch nach. Ja, da ist er. Elder Reisen. Oh?
Might you be the ones from the Brazier Guild? Did you see the request on the bulletin board? Yep, we sure did. This is wonderful. My name is Reisen. And I guess you could say that I'm the elder of this village. As I am sure you're already aware, there has been a vicious monster roaming the trail behind the village. So do you know what kind of monster has taken up residence in the area? No, I don't think anyone has gotten a good look at the thing. However, I think it may be one which lies in wait for its prey. When the mine was active years ago, this type of monster often appeared and harassed the workers. I see, so it lies in wait, huh? It's going to be a bit of a pain to find then. It looks like we'll just have to hit the trail and see if we can find out where it's hiding. After the mine was abandoned and people stopped going up there, we had believed that the monster had gone into slumber. So why in the world is one appearing now? It's almost time for us to begin planting saplings this year. As a way to keep the villagers from worrying, I've had Figaro standing guard at the gate and not told anyone else about the monster. Please exterminate the monster as soon as you can. Okay, irgendwas ist hier komisch dann anscheinend. Warum ist das Monster aktiv geworden? I'm sorry, but you can't go beyond this point. I shouldn't be telling you this, but there's been some rumors around that there's a vicious monster out there on the trail behind the village. Yeah, we had already talked about the village elder about it. Really? So does that mean you're with the Brazier Guild? Yeah, okay. Man merkt hier trotz alledem nach wie vor Abandoned Mine, da muss ich glaube ich nicht hin. Dass diese Neigung von Trails, der Trails-Reihe, zu viel Dialog zu haben, nach wie vor, also auch schon hier zu sehen ist. Viele Leute sehen das als Positives. Dadurch, dass ich der bin, der das hier alles vorlesen muss während des Streams, sehe ich das teilweise ein bisschen als negativ. Deathblow 2. Ach du meine Güte. Das ist ein Ornament, glaube ich, oder? Ja, Deathblow 2. 100% kills enemy, but quartz breaks. Okay, also wenn ich das ausrüste vor dem Gegner, dann kann ich den sofort töten? Okay, das muss ich mal ausprobieren. Fahren! Seems you came up short. Warum müssen die Gegner auch... Was zur Hölle bist du? Roly-poly. Okay, was zur... Das ist ja voll eklig. Guck dich mal dieses Vieh an. Das geht ja gar nicht. Ja, das könnte aus Metroid sein. Wer war der Monster-Designer in diesem Spiel? Hat er genug Luft bekommen bei der Arbeit? Ich habe das Gefühl, nein. Wo ist dieses fucking Monster? Oh. Beaststeak. Ich glaube, bei den Biestern, die sich hier rumlungern, will ich eigentlich kein Steak essen von. Also...
Diese selbstheilende Scheiße von dem Mistvieh. Alright, we're good to go. Ja, von mir aus. Ey, ihr... Diese Attacke ist die schlimmste Attacke ever. Einfach weil... Nicht nur, dass sie auch noch ordentlich Schaden macht für den Anfang. Dass sie die Bitch auch noch selber heilt damit. Okay, ist er doch an der Mine? Ich meine, irgendwo... Also jetzt auf diesem gesamten Trail haben wir den nicht gesehen. In the Sky. Okay, fuck you. Die Mine lassen ihn aber auch irgendwie in Ruhe. Schade. Die rennen mir zumindest nicht hinterher. Ich glaube, wenn wir jetzt hier so am Rand entlang laufen, haben wir so ein bisschen Ruhe vor... What? Oh. Ha! Ich hatte eigentlich gehofft, dass ich mich vorbereiten kann auf den Kampf. Aber Spiel lässt mich nicht. Oh shit. Ich würde fast denken, dass Magie besser jetzt gerade bei denen ankommt als... Okay, also alles außer Erde. Versuchen wir mal die Sadisten-Peitsche. Someone's been naughty. Okay, das war gut Schaden. Dadurch, dass wir das Strength Up hatten. Fuck. Wie viel HP hat der noch? Ne, das sind zu viele HP. Suppe! Good to go. Okay, das war gut, dass ich mich geheilt habe vorher. Fuck it, wir hauen einfach die S-Crafts raus jetzt hier. Wann, wenn nicht jetzt? Was sag ich? Piece of cake. 11 Erfahrungspunkte. Aber dafür gutes Zeppe. Yikes! That scared the heck out of me. I wasn't expecting a monster to pop out like that. It looks like it followed the sound of our footsteps and then attacked us. It almost caught us completely off guard too. If it had attacked one of the villagers, who knows what might have happened. It's a good thing that we took care of it before anyone else ran into it. Agreed. Anyway, we should get back and report to the village elder. Right. Okay, let's go! Aber erstmal gibt's hier noch irgendwas? Wenn wir schon mal hier sind. Blöde Ente!
Oder ist das eine Ente? Rockpacker, keine Ahnung. Könnte eine Ente sein. Entenstatus noch ungeklärt. That's that then. Let's Wer hat move uns out. mehr Erfahrungspunkte gegeben als das Bossmonster? 2 Enten sind mehr wert als dieses Riesenvieh gerade. Ja, okay. Ich verstehe ja schon. Ja. Ich meine, ich auch, aber es ist nur so ungewöhnlich, dass ein paar Enten einfach so mehr Erfahrung als schwieriger gelten als dieses Riesenmonster. Wer würde gewinnen? Eine Armee von Enten oder ein Riesenmonster? Okay, also hier ist... Das war einfach wirklich nix, hä? Nur diese zurückgelassene Mine. Zu der wir aber nicht müssen. Denn hier war wirklich nix. Ja, okay, hier lassen wir lang. Dieses Hentai-Monster hier. Das lassen wir mal auch links liegen. Oben ist wirklich gar nichts weiter, da sind nur Sackgassen. Komischer Pfad, der sich hier auftut. Oh, it's you guys. I just felt some sort of tremor, so the monster came out after all, did it? Teehee. And we took care of it too. Are you serious? Yep, consider that monster exterminated. It was a bit feisty, but not a problem in the end. Thank Adios, this is wonderful news. It would have been a real mess if we had monster trouble pop up any later. I'll hurry and let the village elder know. You guys really did us a favor. Ja, wir werden ja auch bezahlt dafür. I know there's not much to see in the village, but please enjoy the relaxing atmosphere. We'll do that, thanks. Okay, haben wir das doch ganz gut hingekriegt. Hat ja doch ganz gut funktioniert. Ich kann es nur nochmal wiederholen, wie wir es ja schon gesehen haben. Die Ausrüstung in diesem Spiel macht echt sehr, sehr viel aus. Sobald man gute Ausrüstung hat, ist das Spiel ein Klacks. Was schon. Aber ich habe mir auch mal eine Entscheidung gefasst, damit wir schneller durch diese Spiele durchkommen, weil wir haben ja echt viele dieser Spiele vor uns, werde ich die nachfolgenden Spiele alle auf einfach spielen. Einfach damit wir schneller durchkommen. Weil das ist hier teilweise wirklich... Die Spiele sind so schon lang genug. Und es geht hier eigentlich uns ja nur um die Story, wenn man so will. Aber das ist was für die späteren Teile, die dann auch wirklich verschiedene Schwierigkeitsgrade haben. Sind ja noch ein halbes Dutzend Trail-Spiele, die auf uns warten. Ein halbes Dutzend? Schön wäre es, wenn es nur ein halbes Dutzend wäre. Es ist mehr ein ganzes Dutzend noch. Wir haben gerade mal 2 von den Spielen durch und es gibt irgendwie insgesamt 12 Spiele. Das hier, also wir haben quasi noch 9 Spiele vor uns dann nach dem hier. Wir haben noch ordentlich zu tun und wenn ich durch bin mit den allen Teilen, dann ist wahrscheinlich der nächste Teil schon längst rausgekommen. Ich meine, in der Zeit, in der ich hier andere Spiele gespielt habe, von Final Fantasy 16 und Last Door und... Hast du nicht gesehen? Die paar Spiele vorher sind in der Zwischenzeit 3 weitere Oh, are we done already? Trail-Spiele hier im Westen erschienen. Wir haben jetzt fast alle Trail-Spiele, die es überhaupt gibt, verfügbar. Auch im Westen verfügbar jetzt. Das Einzige, was fehlt, sind die neuesten 2 Teile. 2 Teile fehlen noch. Quasi. Die hier rauskommen müssen, dann sind wir alle gleich auf mit den Japanern.
Allerdings in der Zeit, wo wir diese 2 weiteren Spiele bekommen, sind wahrscheinlich in Japan auch schon wieder 5 weitere Teile rausgekommen. Weil die pumpen den Scheiß hier wirklich raus. Das ist wirklich Wahnsinn. Die Übersetzung dieser Spiele dauert teilweise echt länger als die Entwicklung der Spiele. Bei unserem Glück kommen 2 neue Teile raus, wenn wir mit Trails in the Sky fertig sind. Es wird noch ein weiterer Teil rauskommen, während wir hier damit zugange sind. Das ist aber ein Spin-off dann. Also also ich glaube nicht, dass... Ich glaube, es wurde angekündigt, dass der nächste Teil erst nächstes Jahr irgendwann rauskommen wird. Oder später dieses Jahres? Ich kann es jetzt echt nicht sagen. Aber wir kommen an. Es geht nicht darum, wann, wie schnell wir ankommen. Es kommt darauf an, dass wir ankommen. Mein Gott. Come on, Missy, I'm begging you. Please let us in. If I could just get a comment from the mayor, I'd be on my merry little way. Yep, that's right, and of course, I'd need a photograph too. I'm sure the mayor would be flattered, but she's extremely busy. I'm going to have to ask all those without an appointment to leave. I hope you can understand the situation. Come on, please. For an incident this huge, we hardly know anything about the circumstances surrounding it. And I have an obligation to inform the readers. But... yeah, what about the readers? You can probably reach double the number if we have the mayor grace the cover. She's said to be very beautiful after all. Dorothy, why did you have to go and say something like that? But it was you who was saying the same thing, remember? Ach, die beiden. Ich hoffe, die begleiten uns über das gesamte Spiel rüber. Ich mag die. You said if we didn't have any news to go on, we could lure customers to buy some magazine. Buy the magazine by featuring the sexy mayor on the cover. You idiot. Miss? Well, aren't you two a couple of interesting visitors? I'll make sure to tell Mayor Maybell about the details of our conversation. At the moment, however, I am going to have to ask you to leave. Wait, this is a misunderstanding. Please leave. Fine. So are you going to be okay not getting the photograph of the mayor then? Please, for the love of Adios and my sanity, just keep your mouth shut. Ah, Dorothy. Ich habe auch schon gesehen, die werden wir auch noch später sehen, in späteren Teilen, die Dorothy. Weil ich habe mal die anderen 2 Teile von Trails in the Sky mal installiert hier, damit ich sie schon mal da habe und geguckt, ob die laufen und so weiter. Und beim 3. Teil habe ich schon mal kurz so reingespielt. Wirklich nur 10 Minuten oder so, 10, 20 Minuten, wenn überhaupt. Und da in denen ganz am Anfang kam Dorothy auch schon wieder vor. No! Wait for me! Huh? Good afternoon, Leela. Oh, it's your braces again. Did you just return from the Harken Gate? Yeah, something like that. So, those two are you just turned away. A bunch of unscrupulous individuals. Really? Those miscreants said they plan to use the mayor to make some quick mirror. But as long as I'm here to protect my mistress, I won't allow that to happen. Aha, I see. You're really serious about your job, aren't you? Alle sind so irgendwie leicht horny in diesem Spiel. Merkt ihr das? Deadly serious. That's because it's my duty. Anyway, why don't you all come inside? The mayor is waiting for you. Ich wollte eigentlich erstmal noch in die... Ja, dankeschön. Ich wollte noch einen Report abliefern. Hier ist es, genau. Bevor ich es vergesse. Dienstmädchen und treu und ernst zu sein ist wohl auch ein Teil der Trails-Reihe. Ich meine, das ist generell ein Stereotyp, glaube ich, für Dienstmädchen, oder? Bear Claw Survey.
I'm searching for sites within the Bosa region where a plant known as a bear claw grows. If anyone knows of such places, please notify me at the Spence Pharmacy within the Bose Market. And come to see me if you need any further information. Nebel Valley monster. Ferocious monster known as a Master Cryon has been spotted roving the Nebel Valley. Racers from this branch are requested to deal with this threat immediately. Ferocious monster known as a Thunderquake has been spotted roving the West Bowser Highway. Nebel Valley und West Bowser Highway. Okay, also während wir hier unterwegs waren, gab es neue Aufträge. West Bowser Highway, here we go. Du bist einfach nur ein Maulwurf, du bist eine Schlange. Nix ist. Ich hab dich gesehen, wie du auf mich zugerannt bist. Du blöde Ente. Blablabla. We're good to go. Ich weiß gar nicht, ich weiß überhaupt nicht, wo Nebel Valley überhaupt sein soll. Area Lakeshore. Nebel Valley, okay, es ist im Osten. Waren wir, ach, da waren wir schon. Anscheinend. Na gut. Es würde mich nicht wundern, wenn das auf der Brücke sich befindet, das Vieh, oder? Nee? Nicht auf der Brücke, okay. Wo ist dieses Monster? That's that then. Let's move out. Jetzt habe ich auf die Karte geguckt. Die Minikarte. Und ganz übersehen, dass da ein Monster war. That's that then. Let's move out. Wo ist dieses Mistvieh? Was bist du denn? What the fuck? Boyd Egger G. Also. Oh, wunderbar. Seems you came up short. Dieses Monster hat mich gerade verwirrt ein bisschen, das Design. Das war... Okay. Und die Viecher explodieren, das gefällt mir nicht. Gegen die will ich nicht kämpfen. Wo ist dieses fucking Monster? Da ist es. Okay. Jetzt wollte ich mal das Deathblow-Ding ausprobieren. Au. Wunderschön. Ich hätte vorher speichern sollen, glaube ich, oder? Ach, du Scheiße. Filthy. Wow. Piece of cake. Okay, Deathblow. Sollte man sich merken. Wow. Einschlag, tot. Was?
vergesse immer wieder, wie flippig die Bossmusik in diesem Spiel ist. Ja, die Bossmusik ist seltsam. Aber bisher haben wir, glaube ich, noch nicht mal so einen richtigen Boss gehabt, weil das bisher waren immer nur einfach spezielle Gegner, die wir halt in unseren Quests erledigen müssen. So richtig ein Story-Boss hatten wir bisher noch gar nicht. Oh, are we done already? Hey, mehr Level-Ups. Joshua lernt Flickern. Er hat eine neue Fähigkeit endlich mal erlernt. Meine Güte. Hat aber auch gedauert. Blöde Ente. Ich wollte schon lahme Ente sagen, aber diese Enten sind alles andere als lahm. Warum heißt es überhaupt lahme Ente? Weil Enten sind generell nicht lahm, oder meint ihr damit das Auto? Ist eigentlich eine gute Frage. Woher kommen manche Sprichwörter, ne? Okay. Geht es? Nee, das ist der Norden gewesen. Hier. Wir müssen zum Osten. Zum Nebel Valley. Oder? Autokampffunktion wäre jetzt ja eigentlich fast schon schön, ne? Ja, okay, ich gehe zumindest, glaube ich, den richtigen Weg. Zum Glück wird einem gezeigt, wo man sich auf der Weltkarte auch befindet hier. Warum ist der Weg oben so weit weg jetzt hier? Ja, da oben ist Nebel Valley, okay. Waren wir da schon mal? Nee, ich glaube, hier waren wir noch gar nicht, oder? Käfer! Okay, wir machen Schaden zumindest. We're good to go. Leute. Dungeons. Nebel-Dungeon ist natürlich... Das muss ja unbedingt sein. Okay, Moment. Oh. Oh. Wie sieht die Fähigkeit jetzt aus? Ah, ich verstehe. Ich verstehe. Die Fähigkeit könnte nützlich werden. We're good to go. Eine Leiter, ein Feuerzeug haben wir bekommen. Gut. Bei AT-Delay bedeutet quasi, dass der Gegner in seiner Angriffsreihenfolge, die wir links oben sehen, zurückgedrängt wird. Dass er dann irgendwann einfach nicht handeln kann.
Rechtzeitig. Oh, are we done already? Heißt, diese Fähigkeit dürfte sich als sehr nützlich erweisen mit der Zeit. Berglaw! Okay, aber zumindest da haben wir da auch gleichzeitig noch das Berglaw-Ding mit eingesetzt. Au! Er ist eingefroren! Oh, er ist eingefroren und bekommt Schaden durch die Kälte. Das ist natürlich unschön. Statuseffekte hier sind, mit denen ist nicht zu spaßen. Seems you came up short. 50 Erfahrungspunkte. Okay, dieser Ort hier ist... Der hat's in sich, glaube ich. Allein schon dadurch, dass wir so viele Erfahrungspunkte bekommen. Im Vergleich zu den 11, die wir sonst immer bekommen haben bisher. Laufe ich hier überhaupt richtig? Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Es gibt auch keine Karte. Gerade nachgeguckt. Lahme Ente Lame Duck kam ursprünglich aus dem Aktienwesen als Mitglied von Stier und Bär mit Lame Duck, ein Aktionär, der unfähig ist, seine Schulden zu bezahlen. Das wurde umgemünzt für US-Präsidenten, die im Amt sitzen, während ein neuer Präsident gewählt wurde. Okay. Du weißt ja, diese kurze Periode zwischen Wahl und Einführung vom neuen Präsidenten, wo der alte Präsident nutzlos im Weißen Haus sitzt und wartet. Lame Duck. Okay. Ich hatte gehofft, dass ich zwei Gegner gleichzeitig erwischen könnte, aber leider war dem nicht so. Ja, warum bist du nicht gestorben? Du hast noch 4 HP. Ach du meine Güte. That's that then. Let's move out. Wir bekommen aber gut XP hier. Was ist denn hier drin? Das Träger R, das sind doch neue Schuhe. Oh, nice. Neue Schuhe bekommen. Jetzt wäre es noch schöner, wenn ich wüsste, wo ich hier lang gehe. Weil... Nebliges Tal ohne Karte ist ein bisschen... Eine Ente. Noch eine Ente. Hier ist ein Haus. Hallo? Welmer. Nee, Wemmler. You've done rather well to make it to this place. There's not much I can offer you, but make yourselves comfortable. Kann ich mich ausruhen? Ja, ey, das ist sehr gut. Dass hier einfach ein Typ lebt, mitten im Nebel. Das kann ich mir nicht vorstellen, ist besonders gesellig. Okay, hier ist die Brücke, auf die wir gerade eben waren. Okay. Wow! What the fuck? Giant Foot. Ich habe das Gefühl, das könnte ein Problem werden.
Oder er haut einfach daneben komplett. Na gut. Okay, ich meine, er bekommt Schaden auf jeden Fall. Das ist ja schon mal was. Warum haust du jetzt daneben? Giant Foot is mad. Als ob mich das interessiert. Vor allem Giant Foot, Bigfoot. Ja, klar. Let's move out. Level up. Das war aber nicht das Monster, was wir erledigen sollten. Ich hätte fast gedacht, dass es das gewesen wäre, aber nein. Musst du mich denn einfrieren? Warum hat sich jetzt geheilt? Kaum ist einer aufgetaut, friert der nächste ein. Good to go. Warum nicht gleich Bigfoot nennen? Weil das, glaube ich, langweilig ist. Vielleicht hat jemand ein Copyright auf den Namen Bigfoot. Wer weiß. Okay, ist noch so einer? Den suchen wir aber nicht. Käfer! Blub. Das sollte Joshua mal wählen, glaube ich. Er hat nach wie vor das alte Problem, dass er irgendwie ständig angegriffen wird. Und ständig am Sterben ist. Oh, jetzt ist auch noch Scheherazade am Sterben. Piece of cake. Will mal alle aufhören, am Sterben zu sein? Nee, Käfer. Ich glaube, ich habe es gefunden. Ich glaube, ich weiß, wo das Monster ist, was wir erledigen müssen. Aber wie kommen wir da hin? Lang vielleicht? Nee. Okay. Wie kommt man da hin? Fuck you. Blablabla. Piece of cake. Diese scheiß Käferviecher. Piece of cake. Ja. Sag mal.
Ey, ich weiß aber... Leute. Warum muss dieser Übergang auch so scheiße sein? Also... Ich muss ehrlich zugeben, dieser... Dieser Dungeon, dieses Areal hier ist echt... Au. Das macht keinen Spaß gerade. We're good to go. HP 2. Moment. Das könnte ich doch glatt Estelle geben. HP 2, ne? Blöde Ente! Das war übelst viel Schaden, den die Ente gerade gemacht hat. All right, we're good to go. Hat er das gesehen? Ich merke auch gerade, ich glaube, der Leiter wäre jetzt gar nicht mal so schlecht eine Idee. Weil der Leiter verhindert Erfrieren. Bessere Accessoires wären auch mal schön. Ja, hier. Hier ist das Monster. Das wir erledigen müssen. Aber wie kommen wir da hin? Alter, ein Pixel hat mich berührt. We rule. Okay, wenn du jetzt schon mal da bist, dann mache ich dich halt alle. Seems you came up Wenn du nicht aufhören willst, hier im Weg zu stehen. Blöder Bigfoot. Come on. Piece of cake. Hm. Hm. Hier, es lacht mich quasi an, das Vieh. Aber ich habe keine Karte. Wenn ich hier lang gehe, gehe ich aus dem Areal wieder raus.
good to go. Das ist kein guter Dungeon, wenn es so labyrinthartig ist mit engen Gängen, wo kaum ein Gegner ausweichen kann. Das ist noch nicht mal das größte Problem. Ich weiß einfach nicht, wo ich lang gehe. Und alles sieht so gleich aus. Das ist einfach nur Nebelgebiet. Was soll man damit machen? Ja, das ist das Schlimmste. Silent Hill Witze potenzielle. Das ist das größte Problem in dem Ganzen. Come on. Piece of cake. Nein, ich habe den Käfer nicht gesehen. Könnt ihr bitte aufhören zu versuchen, mich zu töten? Oh, are we done already? Und jetzt muss ich natürlich auch ständig wieder heilen. Ich glaube, so viel EP habe ich nicht. Da ist auch noch ein Bärklor. Guck mal daran, bitte. Da ist ein Durchgang auf der anderen Seite. Okay. Bin ich jetzt hier richtig? Bin ich hier falsch? Hä? Ich habe schon wieder vergessen zu heilen vorher. Wie? Ich habe es nicht gefunden. Es ist einfach per Zufall mir passiert gerade. Gott. Oh Gott. Oh Gott. Was machen wir?
Natürlich auch nicht in Reichweite für die Selbstzerstörung. Aua. Okay. Die beiden kriege ich so, wenn sie sich nicht bewegen, ganz gut erledigt. Du machst den Flicker wieder auf die beiden. Sehr schön. Blue Impact. Ei, Spaß. Das ist Suppe. Und jetzt mach den hier tot. Dankeschön. That's that then. Let's move out. So viel Zepf. Exterminated Monster in Nebel Valley. Sehr schön. Und was ist jetzt dieses Item, was ich noch bekomme? Katars? Katar? Warum klingt das nach einer Waffe für... Ja, Tatsache. Das ist eine Waffe für... Joshua gewesen. Jetzt können wir hier noch irgendwo lang. Noch ein paar Berglaw einsammeln, ne? Ja, okay. Gut. Okay, wir haben es ja doch noch irgendwie geschafft. Das größte Problem ist jetzt, wieder aus diesem scheiß Tal wieder rauszukommen. Hier war nichts, hier war nur eine Lücke. Das Monster hat mich nicht mal angegriffen. Es ist einfach an mir vorbeigeflogen. Ich glaube, in IRL Katars waren mehr eine Verteidigungswaffe, weil sie eben so freakig evil und Assassin-artig aussehen, werden sie gerne für mysteriöse, geschickte Charaktere verwendet, wie Voldo. Ja, möglich. Moment, laufe ich jetzt wieder zurück? Fuck you, Ente. Hat ja gar keinen Schaden gemacht. Bonk. Seems you came up short. Gott, ich will aus diesem Wald raus. War das hier der Eingang?
Ausgang, wie auch immer. Oh! That's that then. Wir hätten vor allem gar nicht erst in diesen Dungeon gehen müssen, ne? Das ist nur wegen einer verkackten Scheiß Nebenquest gewesen. Dass ich die Nebenquests aber trotzdem noch alle mache. Ich habe zwar gesagt, hey, ich kümmere mich wahrscheinlich nicht darum, alle Nebenquests zu machen, so wie in den Cold Steel Teilen. Dann sitze ich hier und mache sie trotzdem, einfach weil sie Geld bringen und man ist hier doch wirklich sehr in Ermangelung an Geld im Spiel, muss ich zugeben. Ich meine, ich könnte so machen, wie wir das ja schon mal gemacht haben bei Xenogears, dass ich mir dann einfach irgendwann Geld ercheate und mir damit einfach sehr viel Stress erspare. Das hat das Spiel noch nicht mal einfacher gemacht oder sowas. Das hat es einfach nur ein bisschen mehr convenient gemacht, möchte ich sagen. Wo man teilweise echt merkt, die Geldressource in Rollenspielen ist vielleicht gar nicht so wichtig. Bei Items bringen einem teilweise gar nicht so viel, wie man denkt. So, wo wollte der Bearclaw-Typ noch? Wo steckt der nochmal? Pharmacy, ja genau. Okay, hier im Markt ist der. Meißen, nee, mit seinem Porzellan. Pom. Mirano. Oh, hallo, guck mal, wer da ist. Ganz. Ach du meine Güte, du hast den schlimmsten Namen ever. Carnelia Chapter. Ich habe auch schon gesagt, ich wollte die eigentlich nicht kaufen, ne? Aber ich habe festgestellt, die sollte man doch kaufen, weil man kriegt dafür was. Ich denke, manche Spiele sind doch sehr abhängig davon, dass man sie sich stets mit neuen Gütern updatet. Phantasy Star Universe machte einem zum Beispiel deutlich, dass man sich mit jedem neuen Kapitel neu ausrüstet, sonst verprügeln einen die nächsten Gegner. Ich meine, das ist ja richtig. Das kann man ja machen. Aber muss man dafür immer irgendwie Geld ausgeben und Geld farmen müssen, ist meine Frage dann eher gewesen. Das ist der Hardware Store. Pharmacy. Mit dir muss ich reden, okay. Can I help you with something? My medicine works wonders. And we came here after seeing something posted on the bulletin board at the Bracer Guild. Could you by any chance be Spence? Oh, you're Bracers, are you? I've been waiting for you to come. Guess we can dispense with the formalities then. I understand you're trying to find places where the bear claw grows, right? Correct? Love grows where my bear claw goes. Yes, the bear claw is a medicinal herb that's difficult to find in these parts. Up until now I had been having them shipped from Roland, but just recently I was asked by Father Holstein to prepare a new medicine. Ey, daran sind wir schuld. So it seems like I'm going to be using more of these than before. Well, then you're in luck. We have the bear claw in the Bosa region too. Really? When I'm growing in the neighbor valley, there aren't many of them, but there should be enough for use in your medicine. That's wonderful news. Ja, aber da sind Giant Foods im Nebel Valley. Kannst ja mal versuchen, da den Scheiß zu besuchen. Humid Places. In feuchten Gegenden wächst die Bearclaw und du hast nicht daran gedacht, im Nebel Valley zu gucken? Ist das der Ernst? Oh, I think about it. The Nebel Valley is a perfect place for them to grow. I appreciate you helping me out like this. Wonderful day. Okay. Sehr schlau, die Leute hier. Man merkt schon. Wenn wir jetzt wieder neue Nebenquests noch machen müssen, ne?
haben echt ganze Arbeit geleistet hier auf einmal, hey? Jo, was? Der ist nicht ganz kompetent. Nee, nee, nicht wirklich. Okay. Wo ist der Mayor? Wo ist die Mayonnaise? Mayonnaise? Da ist Mayonnaise. Dealing with complaints from the citizens. Late deliveries of goods to the Bose market because of the airspace being in no-fly zone. Servicing the sewer facilities. Selecting a congratulatory gift for Her Majesty the Queen. Harm incurred by monsters on the new Ansel path. When will this paperwork finally end? Oh, hello. Oh, are you all back already? You look pretty busy, so would it be better if we came back at the later time? No, you're fine. So you found out something from General Morgan, right? I'd like to hear about it. Und ich glaube, jetzt ab diesem Moment so ungefähr ist der Moment, wo ich beim letzten Mal aufgehört habe zu spielen. Ab jetzt weiß ich wirklich gar nichts mehr zum Spiel. Good luck. I feel like I have a much clearer picture of the situation now. Also das Nebel Valley wusste ich auch schon nicht mehr. Nee, im Moment, ich glaube, ich weiß, wann ich aufgehört habe. Ich habe beim letzten Mal aufgehört, als ich die Bürgermeisterin finden musste. Als wir nach der gesucht haben, wo wir in der Chapel waren und dann ging es weiter dann in den Bosemarkt. Ich glaube, beim Bosemarkt habe ich aufgehört. Also ab da weiß ich nicht mehr. At work, I feel like I have a much clearer picture of the situation. Okay. First, there was a hijacking by the Sky Bandits and now a ransom demand? The situation is much more serious than I had originally anticipated. If the general hadn't found out we were bracers, I think we could have learned more, but... Und da wollte ich schon sagen, dass du aus Trauma die Nebelwelle verdrängt hattest. Nee, ich glaube, da war ich bisher noch nie gewesen vorher. Ich glaube, wenn ich da gewesen wäre, hätte ich das ein bisschen besser gewusst. Weil so, ich glaube, wenn man einfach schon mal da drin war und dann wieder das beim zweiten Mal macht, ist es bei weitem nicht so schlimm, wie man es denkt. If the general hadn't found out we were bracers, more. No, it's alright. I'm just glad to know that it wasn't a crash. With this information, I should be able to take effective countermeasures with the city. Now I need to think of a way to inform the citizens of Bose to deal with the families of the passengers. I imagine that will be quite a difficult task considering that you are already as busy as you are. Well, that's just the duty of a mayor. And since the identity of the criminal is now known, may I ask that you continue your investigation of the incident? Of course, that was our plan to begin with. Ich merke gerade, meine Brille ist verschmutzt. We've already had a run-in with the Sky Bandits before, and I'll wager the honor of the guild that this is one group we cannot simply leave up to the Royal Army. Yeah, that's for sure. There's that to find, and then we need to deal with these Sky Bandits once and for all. What's with the look, Joshua? I was just thinking, and no matter which way I look at things, I just can't believe it. What can't you believe? That Dad would get beaten by a bunch of Sky Bandits. Okay, Moment, halt, nee. Ich habe schon vorher ein bisschen weitergemacht, weil ich glaube, den Dialog hatte ich doch noch irgendwie mitbekommen. Ich glaube, ich habe es so gemacht. Ich glaube, ich weiß, was passiert ist. Ich habe die Nebenquests einfach nicht gemacht. Ich habe weitergespielt, aber nicht so weit. Habe ich so weit gemacht, aber ohne diese Nebenquests. Deshalb, glaube ich. Basing my judgment on the ability of the group that appeared in Roland, I'm in agreement with you there. Cassius could have easily dealt with a group of that caliber. Come on, Joshua, you too, Sarah. You're giving him way more credit than he deserves. He's pretty good, I'll give you that, but I think it would be a bit of a stretch to take on an entire group. Do you mind if I ask you something?
Are you trying to tell me that your father was on board that airliner? Oh, didn't I mention that? I'm embarrassed to say that, but yeah, he was. Not to mention he's a bracer too. His name's Cassius Bright. Did you just say Cassius Bright? Yeah, why? Do you know my dad or something? I've never met him in person, but I have heard a great deal about him. I'm sorry, I don't know what to say. But we might be able to use this to get some information from the army. Excuse me, Mayor? I'm very sorry, and I can empathize with what you must be going through. If there's anything I can do to help you clear up this incident, then I am at your disposal. If there's anything you need, please don't hesitate to ask. I wonder what's up with the mayor. As soon as we mentioned Dad's name, she got all surprised. Right, but I guess I can imagine where she's coming from. The mayor and the general have known one another for a long time, after all. Oh? Well, let's not worry about that right now. We've given the mayor a brief rundown of everything, so let's head to the guild. I'm sure Lugran is waiting for a report from us. Right. Okay, also wir merken schon, Estelle hat keine Ahnung, wer ihr Vater eigentlich ist, oder? Alle wissen, wer ihr Vater ist und was er drauf hat, nur sie nicht. Oh, it's you kids. So, did you find out anything from about the incident? Teehee. You bet, valuable information at that. Right, the information? The Sky Bandits and the Carpur family. You're right, that is valuable information. It looks like we'll be able to decide on a policy for the Bracer Guild related to this. However, I'm surprised to hear that General Morgan is an even bigger Bracer hater than I had originally thought. So viel reden wieder, so viel lesen, das macht wird der Mund trocken. Yeah, I was really surprised myself. In Roland, the job of a bracer is pretty much respected by everyone, so to encounter someone that hates braces that much, don't worry about it. General Morgan is an exception. Under normal circumstances, the Royal Army and the Guild maintain a pretty good cooperative relationship. However, it looks like this time you're going to have to deal with a lot more than you bargained for. Well, then, I guess we'll have to try and make steady effort while maintaining a low profile. But it looks like these recent burglaries here are also the work of the Sky Bandits, right? Yes, taking into account the incident in Roland, it's pretty clear who's behind these. To call them burglaries is one thing though. Because most of the stuff that's been stolen hasn't been all that valuable. I would have never thought they would go as far as to commit a heinous crime like hijacking the Lind. Now that you mention it, that is rather odd. The burglary that happened in Roland was also rather mild in comparison. Yeah, and to hijack an airliner and then to turn around and demand a ransom from the royal family? The risks here are greater than any potential reward. Stimmt eigentlich. Das einzige, wie du da rauskommst, ist im Sarg. In light of that, we should probably do a little more on the investigative side ourselves. Okay, und wie? Nothing to report. Ich glaube, jetzt kommt gerade so eine Erinnerung auf. Es kann sein, dass ihr jetzt irgendwann an dieser Stelle... Ich müsste, glaube ich, jetzt nochmal irgendwann in den Bose-Markt gehen, um jemanden zu finden. Und ich glaube, dann ist irgendwann die Stelle, wo ich aufgehört habe zu spielen. Also irgendwo hier in dem generellen Bereich habe ich bei meinem letzten letztes Mal anspielen aufgehört. Mal sehen. Let's see. Now that we've reported to the guild and the mayor, we need to think about what we do next. Just searching around blindly for the airliner or Sky Bandits probably won't amount to anything, right? If it had, then the army would have found them a long time ago. What's the matter with you two? Estelle, you've matured.
If it had been the same view as before, you probably would have said something like, let's just comb the entire region. I never thought I'd see the day when those words would come out of your mouth either. Mach doch schon nicht immer so über Estelle lustig. My heart's too full of emotions for words. So what are you trying to say? You can be so rude sometimes. I hope you know. We were complimenting you, Estelle. Seriously, das war ein sehr herablassendes Kompliment. Unfortunately, unlike Roland, the Bose region is certainly much vaster. I am really hoping for a clue right about now. A clue, huh? Alright, wasn't that Njal and Dorothy we saw in front of the mayor's palace place earlier? He seemed pretty starved for a story, but I wonder if he knows anything else. It's true he arrived in Bose a little before we did. So I think it may be worth talking to him. I wonder where they went. Bose Market, also ich glaube Dorothy. Ja, ich glaube hier war der Moment. Hier mussten wir jetzt irgendwie Dorothy finden. Und die war, glaube ich, hier irgendwo. Oder? Oder auch nicht. Sieht mehr aus wie nicht. Wo ist Dorothy? Oder Njal? Kirsches Bar vielleicht? In der Bar? Da könnte ich mir vorstellen, dass er da abhängt. Und da ist er auch schon. Tatsache. Oh God. Yeah, but this ain't a joke, you know? Ugh. Well, we found him, but he's drunk off his ass. Was having his article rejected really that much of a shock to his system? He's just like acting like the man he is. Men are pigs after all. Ja, stimmt. Vor allem, weil du ja auch so viel dazu zu sagen hast, ne? Du, die auch sich ständig am Besaufen zu sein scheint, so wie wir hörten. Ich glaube, wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen werfen, wie es heißt. Well, he seems to have forgotten that alcohol is a drink to be consumed, not a drink to be consumed by. You want to talk? Dankeschön, Esther. Don't they sometimes call you bottomless sharer? Oh, please, bottomless is much more suitable for a woman like Aina. I, on the other hand, can hold my liquor. No matter how much I may drink, my face and my disposition remain unreddened. Warum habe ich das Gefühl, dass das nicht der Fall ist? So don't you dare group a fun-loving drinker like myself in the same category as this clumsy lush. Oh, come now. When you get drunk, you lose it completely and everyone around you gets a heck of a show. Admit it. It's certainly true that Aina is like a bucket to Shara's sieve. But no matter how much you look at it, you're both pretty bottomless. I'm sensing disrespect, children. Where am I? Good, you're awake. Sort of. Drinking so much is not good for your health, you know? Oh, my head. Oh, what? You're the bracer trainees, are you? Oh, my goddess. What the hell am I doing in Roland? Well, I made my way to Bose. What are you mumbling about, you sponge? You are in Bose, and so are we. Oh, well, damn, don't scare me like that. Oh, and I see you've got a lovely lass with you. Name Sherazad Harvey. The pleasure is all yours, I'm sure. Das ist ein schöner Begriff, was man sagen kann. The pleasure is all yours. I'm the mentor of these two. Sherazad? Are you the infamous Silver Streak by any chance? Oh, you humble me, sir. I take it you've heard of me then? Only rumors, I'm afraid. But yes, I know your name. You're one of the top young bracers, if I'm not mistaken. Which means you three are here to investigate the incident as well, I suppose. Oh, so you do have some brains left in there after all that booze. I'm impressed. You find something out? We saw you by the mayor's house. You seem pretty troubled. They saw that? Yeah, I was looking for clues and couldn't find any. That's what I figured. Damn ARGME regulations on the spread of information really restrict.
what I'm able to learn anyway. And if I try to consult General Morgan at the Harkin Gate directly, I'll be held up for inspection for who knows how long. So I figured I'd at least try to score an interview with the legendarily voluptuous mayor. Ach du meine Güte. But the man turned me away outright. And to top it all off, that useless girl kept screwing everything up. Everything! Oh great, Adios, tell me what did I do to deserve this shabby life? Deine Attitüde wahrscheinlich. Well, you did try to do an exclusive on the mayor's chest. But if you want information that badly, we might share some of ours with you. Außerdem ist die Bürgermeisterin so vollbusig, wir haben sie ja nie, wir haben ja nur ihr Porträt gesehen und ihr Charakter-Sprite. Also keine Ahnung, ob das so wirklich stimmt. Wir müssten nach einem Artwork schauen. Allerdings muss man da aufpassen, ob da nicht irgendwas Schlimmes bei der Google-Suche bei rumkommt. We're actually investigating the incident in Mayor Maybell's behalf right now. Was ich jetzt auch schon gemerkt habe, danke übrigens für den Code für Blue Sky. Und da merkt man, da hält sich keiner zurück bei Blue Sky. Da klicke ich manchmal durch den Feed irgendwie durch, bei den Discover Feed, und was man da teilweise sieht, ach du meine Güte. We're actually investigating the incident. So naturally, we've met with the mayor and General Morgan too, for that matter. Holy crap, you serious? Yep, totally. Score, and the goddess gets a point. Blessed be the bounty of Adios. Please, I beg of you, tell me everything. Every last detail. We'll be glad to, however. Aren't you forgetting something? No! Huh? Hey, information ain't free, you know. We'll scratch your back, but you need to scratch ours first and get that look off your face. I totally do not mean that literally. You want mirror or something? Our research funds are long exhausted at this point, I'm sorry to say. We are not interested in your money. We just find it fascinating that you made your way to Bozo right after this incident occurred. Seems like you might have heard some interesting things yourself, that being the case. And here I thought you were a nice kid. Turns out you're just a slimy little leech like me. Zum Glück ist er irgendwie auch noch selbstreflektiert. I'll tell you what I know, but rest assured it's not big news by any stretch of the imagination. As long as it's related to the incident, no matter how trivial it may seem, I'll take it. Just don't be stingy. Give it to us straight, okay? Fine, I'll tell you everything, as on my honor as a newsman. I've got 2 clues to share, so if you're taking notes, I suggest you get out your pen and paper. Nachgeguckt, nee, die Bürgermeisterin hat doch eher normale... Okay. Nichts, wofür man sich so überdrehen müsste. Sarah aus Kohlziel hat definitiv deutlich mehr zu zeigen. Wer weiß, wie da... Ich meine, Sarah ist ein Spezialfall, was das angeht. We're ready whenever you are. Man, way to go, Joshua. You are on a roll. Well, if he ever gets tired of beating a bracer, we know we'll have a bright future in racketeering with those skills. The first clue is the form of an eyewitness report from the village of Revenue. Hey, da waren wir ja schon. To the west. I talked to a villager who had just come to Bozo for a visit, and she told me something very interesting. Apparently, she knows a kid who saw a huge shadow flying overhead on the night of the incident. Die sind in der alten Mine. Die sind bei der alten Mine. A huge shadow flying overhead? Yep, airship, I told him. Maybe even that missing one. But the army checked it out and found absolutely nothing. Oh, you mean you raised our hopes only to dash them straight away? So you're saying somebody saw something, but it was probably unrelated to anything? That's what I'm saying. I warned you it wasn't big news. And I went to a lot of trouble to get this sad morsel too. What with that information embargo in place and all. Well done. Now let's hear that second clue of yours. Ugh, fine. The other thing I learned is that the Military Intelligence Division is on the move. Intelligence Division? I've heard rumors about them. It's a new royally sanctioned branch of the army in charge of intelligence gathering and dissemination. Es wird schon wieder sehr etwas politisch hier, ne?
Merkt ihr es? Es war schon bei Cold Steel so und jetzt geht's auch schon in Trails in Sky hier so richtig los damit. That's the one, yeah. Supposedly they're so elite that they can even stand toe-to-toe with the royal bodyguards. The man they put in charge, Colonel Richard, is apparently quite the whiz kid. With him on the case, they say this incident is as good as solved already. Doesn't seem like your information will be of much use to us in our investigation. Yeah, well, can't say I didn't warn you. Sorry I couldn't help much on your end. But a promise is a promise. I scratched. Now it's your turn. Of course, a deal is a deal after all. The Capua Sky Bandits a ransom demanding that to the royal house and the airship corporations? Good God, that's exactly what I needed. That's the missing link I've been killing myself to find. Got your fancy, did it? Absolutely, I can definitely write my article now. I can't be wasting my time getting drunk here. I have to find Dorothy. Post haste. See you later, you wonderful people, you. Er ist auf einmal sehr nüchtern gewesen. Wow, his spirits lifted fast. Well, he was chasing a big story pretty unsuccessfully until we came along. It's only natural. I'm glad we could help him out. Well, look at you. From Mr. I'll break your kneecaps if you don't talk to me to Mr. Nice Guy in under a minute. Talk about split personality. Stop thinking weird things about me. I was just negotiating. A little give and take, nothing more. A bad boy exterior with a good boy inside. Or is it the other way around? Either way, I'm sure the girls will love it. Foreshadowing, yeah. But anyway, I guess we've only really dealt with scrupulous people thus far. We are pretty lucky in that regard. Start dealing with weirdos, and that's when you need to bust out some really questionable negotiation techniques. Warum musste sie jetzt sagen, start dealing with weirdos? In dem nächsten Moment kommt Olivier durch die Tür gelatscht. Why were you looking at me when you said that? Anyway, that aside, was anyone else a little bothered when y'all talked about that huge flying shadow thing? That eyewitness report from Revenue? I'd say there's a strong chance there was nothing to it if the army really already checked it out. Oder die Army steckt mit da und dahinter. Also es kann ja auch sein, ne? Yeah, but I mean, it's not like the army is totally infallible. They could have missed something. It wasn't General Morgan himself, after all, but one of his men, and some of these guys are pretty thick-headed. That is true. Probably worth looking into. Certainly can't hurt, at any rate. You two are starting to get the hang of this, I see. I think this is a splendid idea. Let's head to Revenue then, shall we? Got it. Zurück zu Revenue. Revenue. Kann man hier was essen? Käserisotto. Käserisotto klingt ein Stück weit echt geil. Muss ich mal so nebenbei. Muss ich mal so sagen. Käserisotto. Aber jetzt kriege ich Hunger. Ich habe noch nicht viel gegessen heute, muss ich dazu geben. Wo war Revenue Village im Westen? Ja, ich drücke immer die falschen Knöpfe hier gerade. Furchtbar. Vielen Dank für diese Vorspulfunktion so nebenbei. Außerdem zum Verständnis, sie hatten von einer Spezialeinheit gesprochen, die in der Armee direkt von der königlichen Familie finanziert und unterstützt wird. Scheinbar so, ja. Also ein Geheimdienst, der direkt der königlichen Familie untersteht, so. Also klingt total nicht verdächtig, ne? Let's move out. Ah, Ente.
Hey. Oh? Oh, sie hat es auch gesagt. Wer bist du denn? Oh? Red-haired guy. Charizard, is that you? Well, this is an unlikely place to run into the Silver Streak. Right back at you. I thought you were in the Royal City. But are you here to look into the airliner incident? No, I'm here on some chump errands. But speaking of the incident, I hear it was the work of the Sky Bandits? Still, if you're here on the job, then I guess I don't have to worry about it myself. Weil Rotschopf sieht so der 90s Fantasy Charakter aus. Ja, aber übel, ne? Das Ding ist, sein Design ändert sich stark, weil der kommt auch in Cold Steel vor. Der ist ein Charakter in Cold Steel 3 und 4. Dann später kommt er nochmal vor. Und wenn du da mal sein Design vergleichst, sieht er wirklich extrem anders aus. Bei ihm merkt man so richtig stark die Änderung des Artstyles dieser Spielreihe. Good luck to you. Is this all you got to say? I'm pretty sure that Cassius might have been taken hostage, right? Cassius Bright taken hostage? Don't make me laugh. That old man's not going to get beaten by the likes of some Sky Bandits. Anybody saying that is severely mistaken. I'd like to believe that too, but I wonder who this guy is. I don't know, but he seems to fit the mold of a bracer. By the way, who are those brats you've got taking along with you? They look like a bunch of newbies to me. Well, then I'm sure you'll be surprised to hear that these brats are Cassius's kids. Yeah, that's a surprise, alright. So these are the old man's kids, huh? Hard to believe it. Why are you looking at us like that? The boy with the black hair is one thing, but the girl really looks like an amateur. Are you sure she's really Cassius's daughter? You wanna try saying that again with my staff in your teeth? She's the bona fide daughter of Cassius Bright, and I have to warn you, her bite is as good as her bark. And I'm just his adopted son. Is that a fact? Oh well, it doesn't really matter. What do you mean it doesn't matter? Well, take it easy, Charizard. And be careful not to let these brats drag you down. Yeah. And make sure not to rush into any trouble yourself either. I'll keep those words in mind. Alright, Charizard. Was it you who took care of that monster near the mine? Und das Spiel hat gerade Joshua als Cassius Sohn bezeichnet. Ergo Estelles Bruder. Ja, aber nur adoptiert. Boah. Wir müssen akzeptieren, das ist einfach ein Part dieses Spiels, das können wir nicht mehr rausnehmen. Das, da kann man natürlich kritisieren, aber daran am Spiel wird es nichts ändern. Ja. Well, actually, it wasn't just me, it was us. I don't think any number of trainees would have made much difference. But anyway, good luck in your search for those Sky Bandits. Later. Wie sympathisch aber auch. What's with that guy? He really pisses me off. I see. So that is Heavyblade Agate, huh? Heavyblade Agate? What a stupid name. Agate Krosner, Senior Bracer in the Bracer Guild, ja. Also Agate kommt eben auch in Trails of Cold Steel 3 und 4 vor. Es könnte auch nur sein, dass er nur im 4. Teil vorkommt, aber ich glaube, er ist auch im 3. Und da ist er auch wesentlich netter, muss man sagen. Also ich glaube, da gibt es noch einiges an Charakterentwicklung für ihn. He works in all regions and isn't affiliated with any specific branch. His massive blade is said to be capable of slicing a monster in two with a single slash. I'll tell you right now, he's one tough customer. Whatever, I don't care how tough he is. He's still a rude jerk. Come to think of it, how does he know Dad anyway? He seems to think highly of Dad's ability, but even so, he didn't seem to like him all that much. There are a number of things in his past I can't get into. And those things are the reason why he feels that way about your father. Well, I couldn't care less about someone rude like that. Anyway, let's hurry to Revenue Village. Okay, also ich glaube, wenn wir das Monster nicht erledigt hätten, hätte er das dann gemacht. Und dann wäre unser Vertrag verfallen. Wäre jetzt meine Vermutung so. All right, we're
good to go. Ich werde es jetzt nicht testen oder irgendwie, weil so sehr interessieren tut es mich da auch nicht. Oh, ups. Wow, die Gegner machen jetzt wirklich gar nichts mehr bei uns. Alright, let's see what we can find out about this sighting. So what do you suggest? Should we just go talk to all the villagers? People would be suspicious of us if we did that all of a sudden. I think we should talk to the village elder first and see what he has to say about it. Okay. Ich meine, es macht ja auch Sinn. Ist ja auch in Ordnung, einfach weil er kennt uns ja schon. Ich glaube, nee, ausruhen müssen wir nicht. Das ist nicht das Elderhaus. Das war das Elderhaus. Aber zum Verständnis der Trails-Reihe. Es gibt noch es gibt nach diesem Teil noch einen weiteren Sky-Teil. Und dann 2 Crossbell-Spiele und daneben noch 2 weitere Cold-Steel-Teile, gefolgt von der Calvert-Spiele, die am neuesten sind. Es gibt 3 Sky-Spiele. 3 Sky-Spiele, 2 Crossbell-Spiele, 4 Cold-Steel-Spiele und bisher 2 Calvert-Spiele. Und dann gibt es noch ein Spiel, was zwischen Cold Steel und den Calvert-Spielen spielt. Das war das letzte, was jetzt letztes rausgekommen ist. Also die Reihenfolge ist Trails of In the Sky 1, 2 und 3. Dann kommen Trails from Zero und Trails to Azure. Dann kommen die Trails of Cold Steel 1, 2 und 3. Dann kommen Trails into Reverie. Und dann kommen die Kuro-Spiele. Also die heißen bisher Kuro. Ich weiß nicht, wie die dann heißen, wenn sie übersetzt werden. Und das ist die Reihenfolge. Wenn du einfach mal die Release-Reihenfolge der Spiele nachschaust, das ist auch die Reihenfolge, in der dann man sie storymäßig spielen sollte. Also der Spielablauf, Storyablauf ist sehr linear. Kurzum. Es ist jetzt nicht so kompliziert. I see you're all together. Herrn Agats Design nachgeschaut, ist sehr... Es sieht sehr modernisiert aus. Da sage ich, das sieht sehr anders aus. I see you're all together, yeah. What brings you all up here today? Are you here for a visit? No, not exactly. We're actually here on business. Although, if it's possible, I'd really like a glass of your fruit wine. Ho ho ho! Things in the world never go like you expect, do they? By the way, I never got a chance to ask you until now, but... You don't happen to be one of Agat's companions, do you? Die Trails Release ist sehr linear, sagt es den Leuten, die sie in den Westen bringen. Ja, die hatten keine andere Wahl. Da ist es halt ein bisschen komisch abgelaufen, das ist richtig. Also man muss schon die japanische Release-Reihenfolge sich anschauen, nicht die westliche. Das ist einfach... Ja. Das Problem ist halt nach wie vor, diese Spiele haben so viel Text, da ist die Lokalisierung einfach schwierig. Allein der zweite Teil hier von Trails in the Sky hat jetzt schon häufig genug gesagt. Trails in the Sky 2 hat mehr Text als der Hobbit, Herr der Ringe und das Silmarillion zusammen. Das hat so viel Text wie 10 Romane zusammen. Und das braucht eine Weile, wenn das Lokalisationsstudio nicht sonderlich groß ist. Und teilweise wirklich nur eine Person an dieser ganzen Lokalisation arbeitet. Also ist das heftig. Und da ist dann eben genau das Problem. Ich weiß gar nicht, ich kann das mal schnell nachschauen. Weil das ist was relativ interessant ist auch. Wann nämlich Trails in the Sky 1 rauskam hier im Westen. PlayStation Portable, North America in 2011. 2011 kam dieser Teil hier im Westen raus, auf der PSP. Und dann der zweite Teil kam hier im Westen 2015 raus. Es hat 4 Jahre gedauert. Ach ja, war da nicht eine Kontroverse um die Lokalisation gewesen? Überarbeitet und so?
Ich weiß nicht, ob es da wirklich eine Kontroverse gab, ob da irgendwas abgeändert wurde. Da kann ich mich jetzt nicht erinnern. Aber Lokalisation halt, ne? Da werden Sachen abgeändert. Das ist normal. Manche Sachen passen halt im japanischen Stile dann zusammen, aber dann halt nicht in den westlichen Sachen rein. So rein von den Werten, sagen wir mal hier. Also es kann sein, dass sich da was verändert hat oder dass da Leute gedacht haben, oh, da ist was zensieren und sowas. Auf die Leute kann man scheißen. You don't happen to be one of Agats companions, do you? Ja, okay. Aber ja, 4 Jahre lang zwischen der Lokalisation von von Sky 1 und 2. Also da merkt man schon, was da wirklich für Probleme waren. Well, we're all members of the same guild, but we're not companions exactly. We know by face, but that's probably about it. I see. So he's traveling by himself as usual, huh? Okay. The village elder closed his eyes for a moment as a look of sadness passed over his aged features. Huh? Kommt Agate hier aus diesem Dorf? What's wrong, sir? It's nothing really. Please pardon my expression. Anyway, what brings you to this rural village of ours? Don't tell me that another dangerous monster showed up in the area. No, actually, we were in the middle of an investigation concerning the missing airliner. We came here because we heard there was a report of some kind of sighting. Ah, I see. The Royal Army came here and investigated that the other day. However, they searched around the area and ended up leaving empty-handed. Really? Is that so? Well, what about the person who saw the flying silhouette in the sky? It was one of the children in the village here. A boy named Louis. He apparently saw some suspicious shadow making its way across the sky on the night of the incident. But he's a kid anyway, you think about it. So he may just have imagined the whole thing while he was half asleep. Imagining it, huh? I guess the best thing we can do then is ask him directly. You're probably right about that. Thank you for your time, sir. Don't mention it. If there's anything else I can help you with, don't hesitate to ask. Okay, Kinder suchen, ne? Das ist kein Kind. Du bist auch kein Kind. Das ist Lore, das ist nicht Louis. Bist du Louis? Nee, du bist Pascal. Huhn! 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 Frische Eier. Bist du Louis? Du bist Louis. Huh, I haven't seen you guys around here before. Are you merchants here to buy fruit? Actually, no. We're here for a different reason. As a matter of fact, we're bracers. Bracers? You mean like agate? I don't know. You don't look all that strong to me, especially because you're a girl. Why don't you tell me how you really feel? But after seeing my great skill with the staff, do you think I can still call me weak? Wow, that's amazing. It's like a tornado. I hope you learned your lesson that looks can be deceiving. How about another amazing demonstration with my staff? Estelle, be careful. Wasn't it just yesterday that you hit yourself in the face doing that? Anyway, are you Louis by any chance? Yeah. But how do you know my name? We heard from the village elder. He said you saw some kind of flying shadow. So, ich sehe gerade die Trails-Reihenfolge und zwischen Cold Steel 2 und 3 kam ein Gacha-Spin-Off zwischendurch raus. Nehme an, dass das nicht hier gestreamt wird. Nee, nee. Ganz bestimmt nicht. You think you could tell us a little bit more about what you saw that night? Sure, if you want. But the soldiers from the army already searched the place and didn't find anything. That's fine. We're not worried about that. Do you think you could just tell us what you saw? In as much detail as you can remember? Okay, I'll try. You see, I like watching the stars at night. So I often sneak out of the house at night to come here and look at the stars. And the other night, when I was out here looking up at the stars, I saw 2 shadows moving across the sky. Now, hold on here. Hold on a minute here. You say you saw 2 shadows? Yeah, that's right.
And they were different sizes too. Kind of like a mom leading a kid. 2 shadows, 2 sizes. That's consistent with an airliner and the Sky Bandit airship, if you think about it. Yeah, the aircraft we ran across in the woods was definitely smaller than a typical airliner. And the 2 shadows just kept flying north. Until I couldn't see them anymore. So north is... There's a trail that continues behind the village. And it leads to an old septium mine which was abandoned some time ago. The soldiers from the army supposedly searched the trail in the sky, but didn't come up with anything. That's why they said I must have been dreaming. And then they laughed at me like I don't know what I was talking about. The little boy's eyes started to well up with tears. Enough of that. You're a boy, right? And boys don't cry. Hey! Die dürfen das. Nix ist. Keine toxische Maskulinität hier erlaubt, bitte. We're not like those stupid soldiers. We don't think you're telling a lie either. And we're going to prove it. Really? On straight. You just leave it to us. So no more crying, okay? Okay. You're a real nice person. As usual, she got a knack with the kids. Yeah, maybe it's a virtue. Hey, why are you looking at me like that? Ist doch nett, ne? It's nothing. Let's focus on the task at hand. It looks like we've got stuff to do. Right. Let's hurry and get onto the trail behind the village and see what we can find. Okay. Vermutung nach wie vor, es befindet sich hier in der Abandoned Mine. Glubbel-Vieh. Hentai-Vieh. Fuck you, Hentai-Vieh. Ich muss aber ehrlich sagen, wenn ich so drüber nachdenke, wenn man Fan von... Au! Wenn man ein Fan der Trails-Reihe ist, macht ein Gacha-Spiel eigentlich relativ viel Sinn. Weil die Charaktere hier haben ihre Fans, ne? Und es gibt nicht wenig an Charakteren hier. Ich meine, es kommt ja auch quasi ein Gacha-Spiel für Final Fantasy VII. Mit Ever Crisis. Das ist zwar ein Gacha-Spiel, in dem Sinne nicht, dass man Charaktere freischaltet, sondern Kostüme für die Charaktere und Waffen und sowas. Oh, are we done already? Und allein Outfits für alle möglichen Charaktere von Final Fantasy VII. Da könnte ich mir auch vorstellen, dass da viel Geld bei rumkommen könnte. Auch wenn das Spiel selbst jetzt nicht so interessant aussieht, wie ich mir das erhofft hatte. Viele Leute haben ja gesagt, die wollen das auf Konsole haben. Allerdings habe ich jetzt im Gameplay das normale Gameplay davon gesehen. Und da dachte ich mir, nee, okay, das kann auf dem Handy bleiben, finde ich. So geil ist es dann doch nicht. Viele Leute haben, glaube ich, gedacht, das wird wie ein richtiges, anständiges, rundenbasiertes Rollenspiel, aber leider ist das, glaube ich, dann doch nicht der Fall. Was echt schade ist eigentlich. Weil die Idee, dann noch so ein kleineres Remake quasi zu machen, was rundenbasiert ist und sowas, das ist eigentlich keine doofe Idee, so neben dem richtigen Remake laufen zu lassen. The gate is secured with a heavy chain and padlock. This looks like the entrance to an abandoned mine. It kind of reminds me of the Malga mine. Except for the fact that it's all deserted. It seems that this place was abandoned quite some time ago. The padlock and chain is rusted. It doesn't look like this gate has been opened recently. Which means there's no possibility that the Sky Bandits
entered through here. Okay, aber hey, ich habe nachgeguckt. I wonder if that's why the army never investigated the place. You're probably not going to find any clues searching around in an old mine, that's for sure. What's wrong, Estelle? Maybe it's just me? But do you feel any air flowing out of here? When you say out of here, do you mean the mine? Yeah, that's right. Let's see. Joshua wet the tip of his index finger with his tongue and held it out. You're right, Estelle. It's rather subtle, but there is air flowing out of here. Das ist ungewöhnlich für eine Mine. Just like I thought, huh? Sometimes your senses can be surprisingly sharp, you know that? I wonder if you get that from your father? My dad doesn't have anything to do with it. Ich glaube eigentlich fast schon. But forget that. Aren't you more interested in what's inside this old mine? There's certainly a possibility that it connects to somewhere. It's probably worth checking out. Well, in that case, let's bust this lock off. Hey, don't you even think before doing that? For now, we'd better head back to the village and talk with the elder. He might have the key. You're no fun, Shara. Hatte ich ja doch recht gehabt. Also, die sind nicht in der Mine, sondern quasi auf dem am anderen Ende der Mine. Hätte man sich ja irgendwie denken können, aber ja, was erwartet man von der Armee? Intelligente Untersuchungen? Nein, natürlich nicht. Armeeleute sind hier, macht das tot und dann macht er das. Alright, we're good to... Nach rechts. Das fucking Hentai-Monster wieder hier. Seems you came. Wo ist der Elder? Oh, okay. Am Friedhof. Friedhof? Ach da. Okay, kriegen wir jetzt die Hintergrundgeschichte, warum hier so viele Tote in dem Dorf sind. So, this is where you are, Elder Reisen. Oh, it's you young bracers, is it? Well, this is a rather extravagant grave for a small village like this, isn't it? It was erected to mourn all those souls we lost 10 years ago. Since the Bose region is nearest to the Empire, it was in the thick of the fray. Oh, ey. Gerade nachgeschaut in die Kontroverse und die Localization, die ich erwähnt habe, war aus dem Umstand, dass nur 2-3 Leute an Trades in the Sky 2 arbeiteten, ohne Ahnung, ob es überhaupt rauskommt. Ja, okay, das ist aber auch wirklich krass. Weil der Vorgänger sich nicht gut verkauft hat, also dieses Spiel dann in dem Fall, hatte und Exit sich wohl krumm stellte. Bis dann festgestellt wurde, dass es rauskommen muss und dann der Rest im Akkord übersetzt werden musste. Insgesamt führte diese Erfahrung einen der Übersetzer zum suizidgefährdeten Zustand. Das habe ich auch gehört. Dass halt der Stress der Übersetzung einfach so krass war, dass einer sich umbringen wollte. Das habe ich auch gehört. Ist unschön, ne? And this village lost a number of good people in the hostilities. That's terrible. There's no need for you to get somber too, though. These days, cleaning this monument is just one of my daily routines. But I guess you wouldn't have come up here if you didn't think there was something I could help you with, right? Oh, right. There was something I wanted to talk to you about. Hi, Minka. But before that, du bist im Weg von meinem Ventilatorwind. Auf einmal wird alles ganz warm, weil du in der Nähe bist. Warte mal, ich habe nämlich noch was geholt. Ein Kopfmassager für Katzen und Hunde. Sieht voll unheimlich aus. Gucken, ob sie darauf reagiert. Nee, okay.
Hat nicht funktioniert. Mist. Would you mind if we paid our respects as well? I know we don't have any flowers to give, but we'd at least like to offer up a prayer. Oh, I see. No, of course I don't mind. I am sure all those looking down from above would be overjoyed by the gesture. So you say there might be some clues in that old mine, huh? I know for certain that the soldiers didn't check inside. After I heard Louis' story, it really got me thinking. We'd like to check the place out just in case. So would you mind lending us the key to the entrance? The key for the padlock, huh? Give me a minute here. I'm sure I put it in this drawer. Alright, here it is. Okay, this should get you inside. Abandoned mine key. Wow, this key looks ancient. Many thanks, Elder Reisen. This will really help a lot. I mention it. We're always indebted to the Bracer Guild for their help. It's only natural that we would try and return the favor. Thank you. If everyone we dealt with was as cooperative as you, it would make our lives a lot easier. We'll be sure to let you know if we find anything. Ich will den Elder immer als Elder Reisen bezeichnen. Ist er ja im Prinzip. Steht ja auch da, immer Elder Reisen. I would appreciate that. Gerade kam mir der Gedanke, vielleicht sollte ich auch mal ein bisschen ausruhen und sowas. Ach, edler Reisen, okay. Jetzt habe ich mich verlesen, ja. Gibt es hier eigentlich auch Orbital Factory und sowas? Aber ich glaube, nee, ne? Gibt nur den normalen Shop, aber hier gibt es keine Items. Hier gibt es nur... Ja. Ja, hier gibt es nur Zutaten fürs Essen. Aber das ist, glaube ich, gar nicht so schlecht. Und mir fällt gerade ein, ich sollte vielleicht mal was machen, was ich schon die ganze Zeit hier nicht getan habe, und zwar speichern. Was ich zum Localization Stuff gesagt habe, dass ich davon gehört habe mit dem, dass der Stress so krass war, dass einer eben versucht hat, sich umzubringen und so weiter und wie unschön das ist. Also nicht so großartig substanziell, was ich erzählt habe, nur einfach, dass es so hätte nicht laufen sollen. Aber wie gesagt, es hängt auch damit zusammen, dass eben die Menge an Text, die man zu übersetzen hatte in dem Spiel, einfach so groß war. Ist sowohl die Schattenseite, wenn man so ein großes Spiel macht. Sobald es sich ans Übersetzen gibt, wird es stressig für die Außenstehenden. Ja, das Ding ist ja auch, das Spiel ist nicht nur groß, vom Text her und sowas, sondern eben auch, dass sämtliche... Nee, was will ich sagen? Was wollte ich sagen? Nicht sämtliche. Das, jetzt habe ich einen Hirnfurz. Moment. Was wollte ich sagen? Dass das Budget einfach so gering war. Das wollte ich sagen. Ach du meine Güte. Anscheinend soll wohl der zweite Teil sogar doppelt so viel Text haben als der erste, sofern ich mich nicht verlasse. Ich glaube sogar noch mehr. Ich habe ja gesagt, die Menge an Text im zweiten Teil ist mehr als der Hobbit, Herr der Ringe und das Silmarillion zusammen. That's that then. Let's move out.
Das gibt es leider heute so kaum noch in Spielen. In den Trail-Spielen gibt es das. In Cold Steel ist es genauso, ne? Dass diese Attack-Effekte eine bestimmte Richtung haben und einen bestimmten Bereich, Angriffsbereich. Das halten die Trail-Spiele noch hoch. Let's have a look inside, shall we? I don't know about Sky Bandits, but I can definitely sense monsters in here. Okay, Monster sind hier drin. Was ist denn das für eine Musik für die Mine? Murder Crab. Okay, die halten was aus. Magie mögen sie nicht, okay. Ich muss mal meine, Ach du Scheiße. Okay, jetzt kam nicht mehr That's der that neue. then. Let's move. 4 XP! Habt ihr eine Macke? Ja, ich wollte doch eigentlich... Ich habe den falschen Knopf wieder gedrückt. Französisch mit den Ofen. Ich muss meine Orbments mal ein bisschen umsetzen. Joshuas Orbments Anordnung ist irgendwie komisch. Seems you came up short. Falscher Knopf wieder. Warum ist Menü auf Kreis? Nicht auf Dreieck. Hier, du bekommst mal Attack. Ich glaube, das ist fast schon ein bisschen besser für dich. Time to cast Arts is cut. Ja, okay, das nehme ich mal rüber. Das Poison ist eigentlich nicht schlecht. Das Evade. Und HP. Ich nehme an, wegen dem Alter des hat das Spiel auch keine Einstellung für die Controls, oder? Nee. Menü-Button. Orbman-Style Powerlines oder Classic. Nee, hat's nicht. Und nach wie vor, es ist ja immerhin noch ein PC-Spiel, also sollte man das, glaube ich, eigentlich eher mit Maus und Tastatur spielen. Aber ich habe auch meine Würde, ne? Good to go. Man merkt bei der Arbeit jemanden, der die Idee von Controller nicht versteht. Weil er so ein PC Master Race Dude ist. Ah, eine Jungfrau. Okay. Man, it's bright in here. Isn't that the... Wait a step. It looks like we've hit a jackpot. Oh, hallo. Oi, oh. Forget about the heavy things and focus on the food provisions and valuables.
And hurry it up, will you? It's only a matter of time before someone finds this place. What's an airliner doing in a place like this? I guess that kid wasn't seeing things after all. It looks like an area that used to be used for strip mining. It certainly turned out to be a great place to hide something of this size. Yeah, who would have thought to look here? Look at that, aren't they loading the airliner cargo into their own ship? Let's worry about that later. We've got to figure out a way to bag these guys before they get away again. This is our third trip, huh? Man, Dawn can be a real slave driver sometimes. Oh well, once this is all taken care of, we'll be able to sit back and negotiate a nice fat ransom. Hold it right there. Who in the... The scorching flames of justice shall never fade away as long as evil thrives in this world. The League of Extraordinary Bracers has arrived. Huh? The League of what? You bonehead, why did you always get carried away like that? What's with you two? Now I look like a big fool saying that stuff all alone. You're the one who just said had a run in the back on Roland. Ja, Estelle is super. This can't be right. You're not supposed to be here this early. It can't be right? We're not supposed to be here this early? What the heck are you talking about? In accordance with the laws of the Bracer Guild, you are hereby under arrest and charged with the hijacking of an airliner and with passengers. Polizei fährt vorbei. Mit Sirene, sehr schön, dankeschön. I hope for your sakes you'll come along quietly. Now hold on a minute. Are you trying to tell me that only the three of you came here to arrest us? Do you see anyone else, Bennett, boy? Boy. So you're not involved with the others then? Well, then that simplifies things. Let's get the boys. Hast gerade die Sirene auch... Es war nicht leise. Au! Okay. Ich mache den Fehler nicht nochmal, dass ich den Boss erstmal sein lasse. Ich haue alles auf den Boss schon mal rauf. So gut ich kann, damit der sofort weg ist. Mir fällt auch gerade ein, ich hätte vielleicht auch nicht immer vorspulen sollen für die Bosse hier, ne? Das wäre vielleicht ein bisschen doof. Ah, alle drei gleich. Alle drei zusammen. Oh, das war ordentlich. Die haben eine Gasmaske auf. Wirklich mehrere gleichzeitig erwischt? Nee, schade. Oh. Das hat wehgetan. Kann ich... Oh, Mensch, die Reichweite von Estelle ist aber auch übel. Kann sein, dass ich ein bisschen überlevelt war für den Kampf. Au. You guys are tougher than I thought. It's no wonder Josette got beaten by you three. Sweet talk won't get you anywhere, buddy. It's time to surrender and let the passengers go. You really don't know anything, do you? What was it that you called yourself? League of the Exceptionally Dim or something? You making fun of my awesome team name? You're dead. Look out! What is this? You gotta be kidding me. Another smoke screen? It's too bad about the rest of the cargo, but we'll just have to live without it. Later, Braces. Okay, meine Vermutung ist,
Wir werden mit diesen Sky Pirates in jeder Region nochmal zu tun haben und die werden jedes Mal abhauen bis zum Ende, wo wir sie dann zum endgültig erledigen oder sowas. Au, 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 au. Some of it got in my eyes. Don't worry, it's not poisonous. It looks like it was a typical smoke canister. The ship is already out of sight. This is getting real old. It's not once but twice now that they've gotten away. If I get demoted for this at the guild, there's not much I can say in my defense. Oh, Shara, quit acting like it was all your fault. We're responsible for letting them get away too. If we got time to kick ourselves over this, then there's got to be some other constructive things we can do. Well, you should. You sound like you should be the senior bracer. Well, at least we were able to take back the airliner, so how about we take a look? The passengers may be inside. Right. Wo ist der Airliner? Ach, hier ist er. Ich sage auch, dass die Sky Pirates mit den royalen Geheimdiensten zusammenhängen. Die eigentliche Armee hat zwar wohl keine Ahnung, aber Kai macht den Eindruck, als ob er erwartet hätte, ertappt zu werden. Ja, irgendwas ist verdächtig, ne? Irgendwas ist verdächtig. Wow, it's pretty bare in here. Not a piece of cargo left. Evidently, the Sky Pirates managed to make off with it all. At least judging by the looks of things. At any rate, we should do a thorough investigation of the place. Okay. Here's a lift car. It looks like the same type as those at the landing port. The Sky Bandits probably used this to move the cargo. I wonder what this is. It's the orbital engine control panel. It looks like the flow of orbital energy has completely stopped. Okay, also war das schon eine Weile aus. It looks like this is the captain's seat. If these were any other circumstances, I would love to sit here. Don't even think about it. Okay, Udo. Here's a steering wheel used to pilot the ship. Wonder where the pilot could have gone. Der wird wahrscheinlich einer mit der Geiseln sein, die noch irgendwo hier feststecken, oder? Pflanze? This poor plotted plant doesn't look like it's gonna make it. Bunch of plant murderers. It probably hasn't been watered for days. It's bright in here. There's a lot of light shining into this place. Okay, ist hier irgendwas von Relevanz? Sieht nicht so aus. Wo sind die Geiseln? Pflanze, Aussicht. Ist hier doch noch irgendwo? Oh, okay. We checked it over, but it looks like there's nobody inside. There's a high probability that the passengers were transferred to the Sky Bandits airship. And then to wherever their hideout is. Agreed. This sucks. Right when I thought we had some clues, we're back to zero. Come on, cheer up already. It's not like every clue has completely vanished. Why do you think the Sky Bandits hit the airliner in a place like this? Huh? As far as I can tell, the orbital energy in the ship has completely stopped. Ja, hieß es ja, ne? Die orbital energy war nicht mehr. Which means that the orbital engine was stripped from the aircraft.
I know this because the orbital energy in an orbment gradually recharges over time. Furthermore, the Sky Bandits made multiple trips to carry off a large amount of cargo. Considering the time and risk involved, don't you think it would have been more effective just to take the entire airliner to their hideout? Yeah, that does seem a little odd that they didn't. So why did they hide the airliner here then? All I can think of is that they did it in order to sort the cargo, move the hostages to their own, steal the orbital engine, keep clear of the Royal Army search party, ditch the Linde because their hideout is somewhere weird. Sort the cargo? Nee. Das macht keinen Sinn. Move the hostages aboard the aircraft? Das offensichtlich Multiple Choice, ja. Wir müssen jetzt rausfinden. Wir müssen jetzt überlegen. Move the hostages aboard their own aircraft? Das macht keinen Sinn, weil die haben ja das schon als Aircraft gehabt. Wenn die das einfach ins Versteck bringen könnten, dann hätten sie das ja auch gemacht. Steal the Orbital Engine, das hätten sie auch im Hideout machen können. Keep clear of the Royal Army Search Party ist eigentlich so ziemlich das, was ich am ehesten denken würde, weil so ein großer Airliner, so ein großes Luftschiff fällt auf. Ditch the Linde because their hideout is somewhere weird könnte auch irgendwo sein. Aber meine Vermutung ist keep clear of the Royal Army Search Party. It's true the airliner is rather large and easily seen, and in that sense, it would seem highly likely that they would leave it in a different place than their hideout. However, that alone couldn't be considered a decisive reason. Also war es doch der letzte. Aber hey, ich habe zumindest nachgedacht drüber. From my guess, I would imagine that their hideout is in a slightly peculiar place. Maybe 10 to 15 arches in size? In short, a peculiar place on which only a small aircraft, like the Sky Bandit's airship, could land. Interesting. How about terrain covered with extreme differences in height, like mountains and ravines? That seems like a likely place for the Sky Bandit's hideout. Yes, that's what I've been thinking too. However, if that's the case, then we may be unable to do anything else. There's the possibility that their hideout may be in a place we can reach by foot. Then what can we do? Well, I hate to say it, but we may have to share our conclusions with the army and ask for their cooperation. Because they're the ones with the patrol ships. What? Now you're trying to tell us we should go crawling back to the army and ask them for help? Either way, we still have to report to them about the airliner. Personally speaking, I still think we should cooperate with the army, whatever their attitude may be. Especially if that means bringing the hostages back safe and sound. I guess you're right. This isn't the time or place to be letting my personal feelings get the best of me. For the time being, let's get back to the guild and report our findings to Lupin. Hoffentlich werden wir zurückteleportiert. We should be able to contact the Harken Gate if we use the orbital telephone. Ich habe doch gerade gesagt, ich möchte zurückteleportiert werden. Dieses Spiel kann echt gemein sein. Oh. Okay, verstehe. Huh? What the heck? Great. Now that was something I did not expect. I wonder if you should be glad since they saved us the trouble of having to contact them. Und das kann jetzt zu einem richtig krassen Missverständnis führen. Und mal so nebenbei ist es doch sehr, sehr convenient, dass die jetzt auf einmal auftauchen, wo wir da sind, oder? Dass sie jetzt auf einmal dieses Luftschiff finden. Jetzt, wo die Banditen abgehauen sind. Also das ist sehr verdächtig gerade. Put your hands in the air, all of you, like you just don't care. What is the world coming to? A woman and two kids are the Sky Bandits?
Though the girl does look shifty. Hey now, that's just rude. And who are you calling Sky Bandits? Can't you see the shiny emblem on my chest? Huh, the bracer emblem, huh? I hope you don't mind for a moment. Something like that proves your innocence. I hope you don't think for a moment. Oh, je, der Typ schon wieder. Oh, boy. General Morgan, why are you here? After looking over the reports by my men, I found this place and I have been... place to have been insufficiently investigated. So I came to see for myself. Who would have thought the lot of you were conspiring with the Sky Bandits? Warum sollten wir das machen? Wir haben dich doch nach Informationen gefragt, wo die sein könnten. Wieso bescheuert? Might I get you to stop with the accusations, General? What happened to this place one step ahead of your men? We happened. If that's the truth, then why don't you tell me where the Sky Bandits are? Are the hostages inside that airliner? We almost had the Sky Bandits, but they managed to escape. And there are no hostages to be found here. It looks like the truth has come out. Most likely you notified the Sky Bandits to let them know we were coming. Wait a minute here. How about you cut with the crap? My thoughts exactly. Alright, men, take them into custody. Was sag ich? Inkompetent. Das macht doch keinen Sinn gerade. The General will be questioning you himself in the morrow. In the morrow ist auch sehr schön. If your innocence is proven, then you will be released in 2 or 3 days. So for the time being, this cell will give you a place to cool your heels. This is not even funny. Tossing us in a place like this without even listening to a word we have to say. Nehme an, dass sein Gedanke ist, da wir ihn vorher gefragt haben, dass wir dadurch erfahren wollten, wie nahe wir den Banditen aufzuspüren. War, die Banditen aufzuspüren. Ja, es ist möglich. Ich meine, das hat er ja gerade eben gesagt. Aber trotzdem, das ist... Ja. If the army managed to arrest the Sky Bandits, then I'm sure we'd have our names cleared. But with the way things are at the moment, that may not be possible. Well, why not? Remember what the Sky Bandit leader we thought in your old mind said, right? He said, this can't be right. You're not supposed to be here this early, if I remember correctly. Ah. Du hast es gemerkt, ich hab's gemerkt, wir haben's alle gemerkt und die haben's auch gemerkt, die Charaktere. Now that you mentioned it, he did say that, didn't he? You're not trying to tell me that he meant the army by that, are you? I don't know for sure, but I would bet that's what he meant. Which means that the Sky Bandits have a mole in the army. Or a collaborator who is leaking information. That's what you wanted to say, isn't it, Joshua? Yeah. Well, if that's the case, they'll never get caught. Which means we were the only ones that stood a chance of nabbing them. But now we're stuck in here. I wonder why your father would get around this little setback. How your father would get around this. My. Well, don't you all seem to be in a bit of a fix? Wer ist das denn jetzt? Huh? Did you just say something, Joshua? No, I didn't say anything. I'm from the cell next door. It almost sounds familiar. Oh, how could you say something so heartless? My lustrous voice should be recognizable to anyone. Hi, Olivier. Could this unfound self-confidence and tone of absurd narcissism belong to... It's you, isn't it, Olivier? Ding dong. Morgan hat ihn wohl als Spion eingefangen, wahrscheinlich. You do remember my dulcet chords. Do you think that we'd meet again in a place like this? Das Lustige ist natürlich,
Spoiler, ihr wisst es ja schon, Olivier ist Oliver, ein Prinz von Erebonia. Ihn hier einzusperren, wenn er seine Identität preisgeben würde in dieser Situation und sie beweisen würde, hätten die Leute echt Probleme. Also richtig Probleme. Oder er hätte übel Probleme. Dann könnte er als Geisel genommen werden gegen Erebonia und so. Why are you here? I thought we took you to Bose. And now you're locked up at a place like this? What the heck did you do? Come now, let's not worry about all the little details, shall we? I have my reasons, which are deeper than the deepest ocean and higher than the highest peak. I'm definitely not asking now. I'm sure we just get tired while you talked our ears off. What a coincidence, Estelle. I was just thinking the same thing. So there you have it. We don't really care to know. You talk so much, yet I'd probably be an old woman by the time you were done. And I'm not really ready for recalls yet. Come on now, let's not be like that. I'll fill you in on all the details on the tragic incident which befell me. Didn't you listen, dummy? We don't want to hear about it. It began after we parted ways. I did some window shopping in the Bose market and then moved on to the Anteros restaurant. You see, once I had eaten to my heart's content, I began to play the grand piano and then feed my artistic soul. And upon doing so, the restaurant manager was overcome by my skill. So I was asked to stay and work as a professional pianist for the restaurant. That's great and all, but I thought you were supposed to be a lutist? Ah, musical genius is not limited toward just one instrument. Anyway, back to my story. After negotiating a few of my own conditions, I accepted the job offer. Those conditions were, of course, food and wine for free every day instead of Mira. I don't know how to put it, but that's very you, Olivier. Yet I'm not sure how that has anything to do with you getting thrown in jail. Oh, well, this is where the real sob story begins. That night, I had been enjoying a plate of sautéed duck I'd had the chef prepare. But the blood sauce, which had been used, was a little too overbearing for my palate. Consequently, I began to feel that normal red wine was not satisfying enough. The more you talk, the more I want to hit you. Go on, I'm curious, in spite of knowing better. Well, so I borrowed a bottle of wine, which seemed good from the cellar. Something called Grand Chardonnay from the year 1183. Grand Chardonnay from the year 1183? That's the legendary vintage wine that was auctioned off in the royal city. Well, aren't you well informed? I heard a rumor about it too, so of course I was interested in having a drink for myself. Hat den teuersten Wein der Welt geklaut oder sowas. Auctioned off? How much are we talking about here? From what I heard, it went for somewhere in the neighborhood of 500,000 Mira. 500,000 Mira? For just one bottle? That's out of this world. And you didn't, did you, Olivier? Ah, such a needless questions. Of course I opened the bottle and had a sip. Its sweet-smelling fragrance tickled my nostrils. Its luxurious, mellow taste caressed my throat. And can you believe what else? The rose-tinted vignette of time and space existed within that very bottle. I don't think I can listen to this any longer. Yeah, my ears are bleeding from listening to such stupidity. I'm completely dumbfounded. The sad thing is that after taking a sip of such excellent wine, I began to feel the food was lacking. And as I was having a cook cook me up something else to match the wine, the restaurant manager returned. Since I'm not a stingy fellow, I cordially invited him to join me for a drink. But for some reason, he got rather upset. In fact, he got so steaming mad that his face looked like a ripe tomato. And before I could say another word, a group of soldiers came filling in. And, well, one thing led to another.
I can't say another word about this tragedy of being dragged all this way here without coming to tears. So let's all weep together as you sympathize with my dilemma. Idiot. Pardon? What do my ears deceive me? I could have sworn I heard a zzz and a zzz. And even an assuredly misheard idiot coming from your cell. Are you listening? This is where the story gets really interesting. You see, several further trials awaited me after I was brought here. Hello? Are you listening? Oh yeah. Hey, you there. Get up. I'm tired. What's wrong? What, are you trying to tell us we're being interrogated this early in the morning? That's a little early, even for me. No, it's just the opposite. You're being released. Huh? Why all of a sudden? Is there a reason for this? Yes, I'd like to consider myself that reason. Oh, hello. Mabel. Well, what an unusual place to be meeting you. I'm really sorry about everything that happened to you. But don't worry, your names have been cleared. I don't completely agree with everything, but this is a request coming from Mabel herself. You'd better remember to thank her. So you mean Mayor Mabel stood up on our behalf? No, that's not exactly it. I just explained your situation to General Morgan. Our situation? Yes, I have one question for the both of you. Are you really the children of Cassius Bright? Yes, that's right. This is Estelle Bright, and I am his adopted son, Joshua. I see. Now that you mention it, the girl does slightly resemble Lena. Ich hab's doch gewusst. Cassius und Morgan kannten sich. Und ich könnte mir vorstellen, dass der Wechsel von Cassius zu den Bracern teilweise dazu geführt hat, dass er die Bracer hasst. Zu seinem Bracer-Hass geführt hat. Das ist jetzt meine Vermutung zumindest. You knew my mother? Yes, I enjoyed your mother's cooking on several occasions when I visited your home in Roland. Why, in fact, we even met once when you were just a baby. No, wait just a minute. You're a personal acquaintance of my dad's? I knew he was in the military before, but... I don't know Cassius Bright the Bracer. The only Cassius I know is the one from the service. He was a rare strategist. Strategist? Dad? I just can't imagine what he saw in the Bracer Guild. It makes me angry. Just thinking about it. It makes me angry. You'll have to excuse me. What's wrong with him? Haha. It seems like your father was a brilliant officer in the military. I've heard from the general he tried several times to get your father to change his mind about retiring. I didn't know that. Somehow it feels hard to believe. However, if that's the case, the general's hatred for Bracers may stem from Cassius leaving the army. Hey! Mensch! Wer hätt's gedacht? From the vexation of being left by one of his most promising men. I get the same impression. So what you're saying is our lives are such a pain because of Dad? That dirty rotten scoundrel. Ha ha ha. How about we return to Bose now? With the airliner being found, the situation has taken a new turn. So there are a number of things I'd like to discuss with you. Oh sure. Is something the matter? I'm definitely ready to get out of here, but it feels like we're forgetting something. Now that you mention it, what could it be? Jetzt müssen wir den ja auch noch mitnehmen. Oh, how careless people can be at times. How could you forget about a companion who spent the night with you in a cold, hard cell? How lamentable, how pitiful. Fine, be that way.
I shall wither away friendless and hungry, alone in this dark purgatory. Warum hat er noch seine Lute? Frag mich nicht. Is he still here? Yeah, I completely forgot about him. I'm sorry to say this, but there's not much we can do for you. Is he a musician? Is he the musician I heard about? The one who chugged the bottle of Grand Chardonnay without a second thought? Die ganze Flasche. Ah, indeed, that is I. Yet, my fair lass, I would be heartbroken if you took my intentions the wrong way. For you see, I perceived it as an advance payment for the exquisite services that I was about to render. You're quite the interesting character. Alright, I see. I'll see what I can do to bargain with the general for your release. Really? Truly? You would do such a kind service for a man such as myself. Du kannst einfach erklären, was er für eine Person ist, und dann will Morgan einfach den so schnell wie möglich von seinem Arbeitsort weghaben. I think that may be asking a bit much. If the restaurant takes this to trial, there's going to at least be a lawsuit. Well, there's no need to worry about that. You see, the owner of the restaurant is me. Alter! Die ist die Bürgermeisterin der Stadt, die um die gesamte Region regiert. Sie ist die Besitzerin des Supermarkts, des Marktes, des Bosemarkts und des Restaurants. Wie viel Kohle hat die Frau? Wie Alter? Huh? And that Grand Chardonnay was the very one I bid on. That being the case, I'm fairly confident there won't be any other problems over the matter. I can't believe you were released. It's like a stroke of bad luck. Für uns. Ha ha ha. Please don't lay on the compliments so thick. However, it pains my soul that I partook in such a fine wine without paying a single lira. Shall I play the piano in the restaurant per our contract to remedy that? I think I'm going to have to pass on that. After what happened, I think it would be a bit awkward having you back there. I, for one, don't think he'd mind a bit. Yeah, he sure does seem to have some thick skin. Let's just think of this as an unfortunate incident for the both of us. Ja, ein unfortunate incident, der 500.000 Mira gekostet hat. But I don't think I can just let things go like this. Let's see. It seems like you're investigating something at the moment, right? How about I lend my assistance in return for the wine? Nee, okay, ist in Ordnung. Nee, wir kommen klar. Ist gut. Huh? Well, that does sound interesting. Could I ask you to join these braces in their work? Ah, could you ever? So it's settled. Let's let our new working relationship bloom like a magnolia at the height of spring. Hold on a sec. What did we do to deserve this? Your general weirdness aside, simply having an amateur like you around is honestly going to be a pain. Are you confident that you won't be a drag on our work? Or our sanity? Well, I'm somewhat confident in my marksmanship and magic. But of course, I'd be distressed if you tried to list my music genius in the same group. Bin beeindruckt, wie obnoxious Oliver war in seinen früheren Auftritten. Das Ding ist, diese Weirdness, die er hat, ist ja noch nicht mal wirklich gespielt. Der ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber der ist ja wirklich so drauf. That's the kind of line that gets me really worried. But maybe we could use an extra hand? As long as we can count on the army to help us out, I have the feeling that we'll be short on manpower. Well, alright, then we'll use you for what you're worth. Hey, wir haben Meat Shield. However, if you do happen to conclude that you're not worth your weight, you're dumped from the party. Are you going to be okay with that? Of course, I don't mind. I'd never let you down, so please be reassured. Well, my expectations of you are pretty much at the rock bottom anyway, so I know you won't let me down.
I'm glad things are settled between you all. But before you go, there's something I need to tell you. Ich habe auf den Tisch geschissen. Tell us. Actually, the town did seem pretty noisy as we were headed there here. What happened? Truth be told, last night there was a large-scale burglary in Bose's South Block. The weapon shop and Orbital factory were targeted, as were a number of private residences. What? So, was this the work of the Sky Bandits? It's unknown at the time, but it seems highly probable. A unit of the Royal Army is currently conducting an investigation. I guess. I see. Guess we'd better do an investigation of our own then. Wir machen so viele Investigations hier, ist ja Wahnsinn. Yes, I'd like to formally request that you do just that. I'll send a payment over to the guild for the work you've done so far. Please make use of the money for your current investigation expenses. Geld. Sehr schön. I have a feeling that the army is going to get in our way again. But I guess when that happens, it happens. Whether they get in our way or not, I don't think we should be forthcoming with the army about any information we come across. Because if there's really a spy in their midst, they'll just leak it to the Sky Bandits. While I'm reluctant to say it, I also think it's for the best to keep quiet about our findings. Anyway, let's act with prudence. Alrighty, my bosom companions. Shall we head to the South Block? Look, buddy, who made you king of the show? Okay, wir haben... Wir haben Olivier bei uns. Yay, us. Gibt es noch Nebenquests, die wir machen können? Wann ist denn der Request angekommen? Term failed? I'm searching for someone who can escort me to the Crown Pass checkpoint. Please see me in Frieden Hotel ASAP. Wann ist denn das auch gekommen? Oh. Ich habe echt nicht gewusst, dass es hier noch weitere Quests gab, die wir hätten machen können. Ich weiß gar nicht. Das kam aus dem Nichts, ja. Keine Ahnung, wann das passiert. Wann hätte ich den machen sollen? Muss zwischendurch vorgekommen sein. Ja, aber wann? I was burglarized the other day and my jeweled ring was found to be among the missing items. It's quite valuable to me, so if anyone happens to find it, please let me know. I live in both South Block. Ferocious monsters known as an amber turtle has been spotted roving the new answer path. Racers from this branch are requested to deal with this threat immediately. Okay. Missing Airliner, das haben wir zumindest gemacht. Okay, keep up the good work and be careful. Okay, wir haben Geld. Wir haben unsere Aufträge. Die Nebenquests. Ich hoffe, ich werde es schaffen, mich morgen oder sowas ranzusetzen und mich um die zu kümmern. Dass wir die dann nicht wirklich machen müssen hier, dass wir die nicht sehen müssen. Und mal gucken, dass ich mich auch ein bisschen weiter vorbereite und sowas. Hier, ich muss mal bessere Ausrüstung und sowas und bessere Ornaments und sowas machen. Da muss ich mich echt drum kümmern mal. Besonders jetzt, wo wir ja noch ein 4. Party-Member haben mit Olivier. Den müssen wir auch mal besser ausrüsten, glaube ich. Und da muss ich mich wirklich drum kümmern beim letzten Mal. Danke, dass... Ach, hallo? Warum läufst du die ganze Zeit gegen Joshua? So. Aber darum kümmere ich mich zwischendurch. Und wir machen hier für heute Schluss.
würde ich doch mal sagen, wir haben jetzt einiges doch hinter uns an Nebenquests meistens. Relativ wenig Story, aber viel Nebenquests. Ja, was soll's. Aber hey, wir haben trotzdem Fortschritt gemacht. Das ist ja schon mal schön. Gut. Niemand zum Raiden? Nö. Schade. Gut, dann soll es das für heute gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich weiß nicht, ob es der Sonntag sein wird oder dann der Dienstag, je nachdem, wie ich drauf bin. Wir werden sehen. Watch this space. Wenn ich am Sonntag Bock habe, dann erfahrt ihr es über Twitter und sonst was. Aber das werden wir dann sehen. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und wir sehen uns dann eben beim nächsten Mal. Ciao.